stellen. Hold on. Ich hab's gleich. Bitte bleibt noch kurz geduldig. Aber jetzt sind gerade eh noch gar keine Leute da. Das dauert ja immer erst ein paar Minuten. Von daher habe ich noch kurz Zeit. So, ich glaube, das ist ein ganz guter Ausschnitt. Hallo. Ich glaube, so schnell war noch nie jemand beim Livestream mit dabei. Ich stelle noch die Kamera kurz ein. Ich muss mir echt mal irgendwie ein neues Handy-Dingsi kaufen, weil das hier ganz schön schwer einzustellen ist. Vom Winkel her. Bitte kurz dranbleiben. Man kann halt nicht wirklich was einstellen. Ich kann es nochmal hindrücken, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann passt. Ich hätte gern, dass das eigentlich ein besserer Winkel ist, dass das weiter nach unten geneigt ist. Ich zwinge es. Warte. So, ja. Also ich hätte es gerne noch weiter unten. Ne? Sorry. So, okay, also besser kriege ich es jetzt gar nicht hin. Doof. Muss ich mir noch was anderes überlegen. Vielleicht fummle ich da in einer Minute nochmal rum. So, warte mal, jetzt drückt es hier auf einen Knopf drauf. Das wollen wir auch nicht. Hört ihr mich noch? Sound gut, Bild gut? Bitte mal kurz sagen, ja, nee. Das wäre ganz hilfreich. Und ich hoffe, dass ich hier heute nichts aus Versehen rausreiße. Einfach mal kurz Bild, Sound gut. Einfach mal bitte kurz Feedback geben. Ich bin hier total nervös immer, ob das technisch alles klappt. Alles gut, okay, das hilft mir schon mal. So, jetzt stehe ich hier und hoffe, dass mich Leute ansprechen. Heute wieder vom Brandenburger Tor. Ich finde den Winkel so kacke. Okay, also ich kann den Livestream auf jeden Fall so nicht machen. Ich muss jetzt den Winkel noch kurz mal einstellen. Das heißt, ich muss jetzt alles hier noch mal kurz hin und her rütteln. Ihr müsst heute Geduld haben. So, es ist alles nicht so einfach. Ich brauche da wirklich ein besseres Handy-Dingsi. Weil wenn da so viel Himmel über mir ist, ist das auch doof, wenn ich mir daraus Reels später schneiden will. Das müsst ihr verstehen. Also hold on. So, ich habe gezwungen. Das ist ein Ausschnitt, mit dem ich leben kann. Okay, ihr müsst mir sofort reinschreiben, wenn irgendwas nicht mehr stimmt, Bild oder Sound oder sowas, dann bitte in Caps Lock reinschreiben. Heute ist hier relativ viel los, deswegen hoffe ich, dass Leute Bock haben und keine Angst vor mir haben. Deswegen schauen wir mal. Hi, 5 minutes. Social experiment. I can also talk English. Deutsch? Ich kann auch Deutsch? No? No, no check. Sorry. Ja, also gern würde ich jetzt einfach nur alle Sprachen können. Ja. Ja, ich habe heute auch noch 2 tolle Gäste mit dabei in meiner Jackentasche. Ich habe jetzt nämlich mich dazu entschlossen. Hi, do you have 5 minutes time? No. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, jedes Mal 2 Gäste mitzunehmen und habe mich heute dafür entschlossen, weil gestern hier gegen die Hundejagd in Spanien, glaube ich, oder irgendwie sowas protestiert wurde, habe ich einmal wieder mitgebracht Laika und diesmal Tilda, die kleine Kuh. Ich habe sie Tilda genannt, weil es gibt eine Kuh, die aus dem Schlachthaus entflohen ist und ist dann glücklicherweise auf einem Lebenshof gelandet und als kleines Tribut daran habe ich diese kleine Kuh Tilda genannt. Sehr viele Leute, die hier wieder mit Pelz rumlaufen. Yikes. So, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Mein Mikrofon-Popschutz, dieses runde Dings hier, ist total löchrig, weil Sunny, unsere Katze, damit unbedingt nachts rumspielen wollte und da ganz viel reingebissen hat. Und jetzt sind da ganz viele kleine Zahnabdrücke drin und ich finde es total süß, weil ich das die ganze Zeit sehe und an sie denken muss. Mit ihrem kleinen süßen Mund beißt sie da einfach rein. Großartig. So, dann mal schauen. Ich hoffe, dass heute, vielen lieben Dank, ja, ich hoffe auch, dass ich heute erfolgreich bin. Meine größte Angst ist, dass hier keine Gespräche zustande kommen, dass ich hier quasi jetzt rumstehe. Ich habe mir heute Zeit genommen bis ungefähr kurz vor 3, weil wir danach noch Train of Truth machen. Und, oh, ich sehe gerade, der
Akku lädt gar nicht von dem Akkuladedings hier. Das muss ich hier nochmal kurz anmachen. Jetzt lädt's. Okay. Wäre gut, wenn es anbleibt. Hallo. So, Soundbild, sag mir bitte. Alles okay, ja, sorry Leute, ich bin total nervös, weil gestern hatten wir Soundprobleme mit dem gleichen Mikrofon und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Hi, 5 minutes of your time? Okay. Ja, und meine größte Angst ist immer, dass ich hier meine Zeit vergeude und rumstehe und nichts passiert. Aber vielleicht finden wir auch noch Leute, die Bock drauf haben. Ich halte das mal etwas höher. Hier sind auch relativ viele Leute. Und ich werde die mal alle auf mich zukommen lassen. Mal schauen. Aber bis jetzt ist ja jeder Livestream was geworden. Manchmal ist es so, manchmal so. Ja, und in der Zeit könnte ich das ja einfach zur Aufklärung nutzen, weil ich gerade sehe, das sind 90 Leute zu schauen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach sind nicht alle 90 Leute von euch vegan. So, deswegen stehe ich nämlich hier, um den Leuten meine Ethik aufzuzwingen. Nein, Spaß. Also ich bin hier, weil ich natürlich Leute frage, was ihre Werte sind und nach welchen Werten sie leben wollen. Und ja, deswegen stehe ich auf der Straße. Und das letzte Mal hat es beim Livestream extrem gut geklappt, die Rückseite dieses Plakats zu nutzen für Aufklärung. Denn da ist natürlich ein bisschen mehr drauf als auf der Vorderseite. Und deswegen habe ich jetzt ein kleines Spiel, was ich mit euch spielen will. Ihr alle, ihr Nicht-Veganer, die jetzt da wahrscheinlich mit dabei seid. Wir können ja mal gleich die Rückseite umdrehen und dann Bit für Bit durchgehen und ihr sagt mir, ob ihr dafür oder dagegen seid. Schreibt einfach ja oder nein, okay? Wir machen das jetzt so, weil es das letzte Mal so schön funktioniert hat. Okay, drehen wir um, alle Nicht-Veganer, und wir gehen jetzt Bild für Bild durch. Also, Vögeln die Feder rausreißen, obwohl wir es sein lassen können. Finden wir es gut? Ja oder nein? Nein, okay. Füchse ins Leben züchten, um ihnen die Haut oder das Fell abzuziehen, obwohl wir etwas anderes machen könnten als Alternative. Finden wir es gut? Ja oder nein? Nein. Okay. Schafe ins Leben züchten, um sie für ihre Wolle auszubeuten, obwohl wir das auch gut sein lassen können. Finden wir es gut? Nein. Okay. Tiere wie Hunde, Katzen, Mäuse, wen auch immer für Laborexperimente benutzen, obwohl wir es auch gut sein lassen können. Finden wir das gut? Nein. Okay, nächste Reihe. Schweine in Gaskammern, die wir da einfach reinstecken, obwohl wir es auch sein lassen können. Finden wir es gut? Ja oder nein? Nein, okay, auf Tieren reiten, egal ob es Pferde oder andere Tiere sind, gerade Pferde, die auch Fluchttiere sind, finden wir das gut, obwohl wir uns das sein lassen können? Nein, okay, Kühe anal fisten, weil wir ihre Muttermilch trinken wollen, obwohl wir es auch sein lassen können, finden wir das gut, ja oder nein? Nein, toll macht ihr das, fein, fein, fein. Und weiter geht's, Leute, wir sind schon fast ganz durch. Hasen, unter anderem Kaninchen, Hasen, ins Leben züchten, um ihren Arsch zu fressen, obwohl wir es auch gut sein lassen können, finden wir es gut? Nein, okay. Knut, der kleine Eisbär oder andere Tiere für Unterhaltungszwecke einsperren und ausbeuten und ins Leben züchten, wie auch immer, oder aus der Wildnis einfangen. Finden wir das gut? Unterstützen wir das? Nein, okay. Fische oder andere Tiere einfach köpfen, weil wir ihre Körper fressen wollen, auch wenn wir es auch sein lassen können. Finden wir das gut? Nein. Kleine männliche Babyküken einfach schreddern, vergasen, zerdrücken, wie auch immer, weil sie keine Eier legen können. Finden wir das gut? Unterstützen wir das? Nein. Und zu guter Letzt Stiere oder andere Tiere für Zirkus, Unterhaltung, Transport, was auch immer ausbeuten, auch wenn wir es sein lassen können. Finden wir das gut? Nein. Okay. Und alle Leute, die jetzt durchgehend Nein gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt vegane Werte. Das ist es nämlich einfach. Vegan heißt, die innere Einstellung zu haben, bei der wir sagen, ey, wir wollen keine Tiere ausbeuten, wir wollen keine Tiere unterdrücken. Tiere sind nicht minderwertig, sondern sie müssen gleichberechtigt werden, auf der einfachen Basis dessen, weil sie auch eigene Interessen haben, die schützenswert sind. So wie wir Interessen haben, die schützenswert sind. Und das ist auch schon das ganze Hexenwerk. Das ist alles. Wenn wir das verstanden und anerkannt haben, dann haben wir vegane Werte. Und dann ist noch die Frage, ob wir danach leben. Oder ob wir sagen, oh, ich bin total für die Tiere und dann handeln wir aber wie Heuchler. Vielleicht hätte ich mir das Schild auch heute mal in Englisch mitnehmen sollen. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob Englisch oder Deutsch. Hi, do you have 5 minutes of your time for a little social experiment? 5 minutes? Yeah, wanna go? Yeah! English or German? English, okay. I was figuring that out. Okay, so do you want to be live on my YouTube channel, by the way? It's live on my YouTube channel. You can decide. Yeah? Okay. So, hi, what's your name? I'm Andrew. Hi, Andrew. Nice to meet you. My name is Alex, obviously. So, what do you think about animals? Should we respect them? Of course, especially house animals, for example, because, well, they're everybody's friends. You get one at home, you walk past people with them. Why not respect them? Yeah. Do you think that we can respect other animals when we exploit them for something that we don't need? Depends. For example, cows, for example. Certain things we get from cows because, well, we eat them, for example. Meat. No, not meat, milk. Because people eat cereal with milk.
either other things. People make cheese, people make a lot of other things with milk, and well, we do help the kids of said animals. So I don't know why we shouldn't help ourselves a little bit. How do we help them? Well, we give them better places to stay. For example, still with the cows, we give them greener places to eat, better food, better establishments for them to be in, you know? Okay, but where does it all start? Like, don't you think that we breed those animals into existence to exploit them? So if we wouldn't have that the idea in our head in the first place, there would be no need for us to take care of them. And also it's only in our interest, like we cannot eat sick animals and it's not good when they're sick, and you know what I mean? So it's mostly in our interest when we take care of them, don't you think? Yeah, but even when they're sick, we help them. Even if they weren't sick, even if we didn't need them, just like we protect any other animal, we would help them. For example. Yeah, because it's more profitable when we help them out, right? Like if an animal is sick, they're not profitable anymore to the farmer or to the consumer at all. Not even that. Helping an animal is a basic thing. You wouldn't just let true. some animal be suffering because they're sick or let them die. No, you'd help them, just like you'd help any other being. Yeah, I totally agree. I'm just wondering what your values are, because I'm here to interview people about their values, okay? So on the back side of the sign, I have some pictures and I want to go through them with you, and you say if you agree with this kind of exploitation or if you don't agree, okay? Okay, are you ready? Okay, so let's start. What do you think about breeding birds into existence to rip out their feathers for something that we don't need, like pillowcases? Yay or nay? Yes or no? I don't know. I can't say maybe, can I? So. Well, in this case, no, because from their perspective, they're either exploited or not. So from their perspective, there is no maybe. Do you think that this is fair? No, there's other examples. There's cotton. There's other alternatives, right? That you can use. Yeah. Yeah, perfect. What about breeding foxes into existence to wear their fur, although we have alternatives and we don't need to? Is that fair? No, of course not. Especially because foxes are animals that we should just use like that. Because they're living beings. We shouldn't just exploit them like that. Yeah, that goes for all living sentient beings. Don't you agree? Yeah. Yeah. Okay, so what about sheep that we breed into existence to exploit them for their wool, for their flesh, whatsoever? Although we have alternatives and we don't have to. For the wool, most of the times you're actually helping the sheep, even though, yes, there are alternatives. The wool needs to be cut every once in a while. So. Because we genetically manipulated them so that they overgrow. So we created a problem and then we blame them and then we say, oh, we have to do it. Although we have alternatives, right? There are certain kinds that people have genetically manipulated to be like that, but most sheep do need to get their wool cut because, for example, in the summer they get too hot. Not here, because most of the time here it's cold, but sometimes they do need help. We're just using what we get from helping them. Yeah, but is it really helping then when we bring them to life and then we say, oh, we have to take their wool because when we just don't bring them to life, then there wouldn't be any problem, you see? But they do need to live anyways, even if they weren't with us humans, they'd still be going to life. And well, before all these generations, we'd still be taking the wool. So. Well, these animals, we breed them very systematically into existence, right? It's not happening like out of the blue. Like every animal that a farmer has on their farm is very cost intensive, so they cannot give any money away. They really calculate how many animals they are able to sell off, and so it's very calculated how many animals they forcefully impregnate and artificially impregnate and force into existence in the first place. So when we wouldn't do that, there wouldn't be any problem of like, we need to help them to take the wool off, because we create the problem in the first place. That's fair, but just like any other animal lives in the wild, they'd still breed outside. Yes, we do get more sheep and all that for their wool, for example. Yeah, but what happens in the wild is another thing, right? It's about the animals that we exploit. Like that's literally, it's saying like, do you support exploitation? That's literally what it says. That's why I have these examples. It depends, because most of the times, even though we're using them a bit too much, they do get treated, they do get food, among other things, even though they could get that in the wild. Yes, but as I said, like if we wouldn't take care of them, like a farmer cannot get any profit from a sick animal, right? So it's also in our interest when we take good care of them, right? It's
half-half, more on our side, yeah, because we get stuff from them, but we Okay, also help them. okay. Let's continue. What about using animals for experiments, like dogs and cats and mice and whatsoever? No, I don't think that's very fair. Why isn't it fair? Like because we have alternatives? Kinda, but people, for example, there are people with money, for example. People with no money, people with money, and sometimes people would like to help with that kind of stuff. People would like to help with new kinds of surgeries, with testing perfumes, among other things, because of helping our society. People need to help each other, so why not help the people making the stuff for us? Okay, and when we have alternatives or when it's for something that is unnecessary, do you think that this is fair from their perspective that we do that to them? No, but sometimes, for So example, you wouldn't like to swap places, right? sometimes, yeah. Okay, so let's go into something a little harder. What about pigs in gas chambers? Do you think it's fair to put pigs in gas chambers for something that we really don't need? Like to eat their ass? Pigs in gas chambers. Yeah, well, they're screaming. Like. I've never actually seen a pig in a gas chamber. Yeah, I've but seen it with my own eyes. It's very fucking terrible. They scream for their lives, they thrash around, they break their bones. They really, really, really are scared and scream for their life. It's very, very loud as well, yeah. Yeah, well, just like with the sheep, even though we do that, we need some things from them. They would still survive in the wild, and yes, there are alternatives. Okay, so do you see, because you always say we need it, do you see other animals as living resources that we can exploit? Not every single animal. Most animals can live in the wild. Some animals, we need stuff from them. Because How? we humans, for example, can't eat, let's see, we can't eat grass. We're not a cow. We Oh, don't there have- are other plants, not just There are grass. You know that, right? There are other plants, but Yeah. for example, we don't have Legumes, seeds, lentils, fruits, vegetables, nuts, There's a lot of rice, stuff we can eat. noodles, For bread. example, Yeah. some things that we could eat, we can't. That's why we use some different animals. And even though it is kind of horrible that we have to kill every single animal for that, meat is meat. And even though some people choose not to eat it, there's still a diet with it. And we should at Yeah. least try to put it a little bit down. Not- Are you aware that you can get all nutrients from animal-free diet? Are you aware? Like science has proven it over the last decades multiple times. Well, not really. I do still believe that there are some certain things that we could get better from meat, for example. And I myself enjoy eating a good piece of meat, for example, with my grandma someday or another. So even though there are other examples, other things that we could do, I think it's still worth doing one or another killing for this. Because Okay. even though it's horrible, people like meat. There's no changing that unless we force each other to stop eating meat completely. Which Yeah. Or instead we force animals into gas chambers, although we don't have to, and we have plant-based alternatives, right? I mean, let's talk about force here, right? Who's forcing whom, right? Are you forcing animals into these positions, or am I forcing you by talking about it with you? it's more, it's the whole planet. Everybody. Well, I'm talking about you and your values. So Me and my let's stick values. to that. I don't know. Okay. Let's continue. Do you think riding on animals, like for example on camels or on horses, is when we don't have to? Kind of unnecessary. Okay, Even so though it so is- that's unnecessary because we have alternatives, but this is necessary although we have alternatives. because one thing is for diets, another thing is completely unnecessary. We have cars, we have a lot of other things. For Yeah, example, we have bicycles. plant-based food. Nothing is nothing is avoid- necessary, Yeah. but it's all culture, and we I know. grown up I know. in them. Yeah. He's only 13, so Yeah, that's I wanna go Yeah. through with that. It has a purpose to Yes. go through all of that. Okay. and that's why he don't have the food culture that he could have. I see. I mean, we exploit other animals for food, clothing, entertainment, testing, and the pet industry, and so much more. And it's horrible Yeah, because we have alternatives, right? and that's true. Come into the picture. You kind of stepped out. It's all of that is true, but unfortunately we grown up in the place in the country that we do all those stuff, and it's normal. We Yeah. normalize. Yeah, and that's why we have to question what the people around us told us, what our parents taught us.
We got to question that because not everything is right or ethical just because we've been doing it for a long time or because our people before us did it right. And especially from their perspective is a question of would I like to change with them when there are alternatives, when people can just stop to oppress and exploit them. And that's why I'm here. But let's continue because now comes a little bit, it's very interesting. What about fisting a cow to artificially inseminate her to exploit her for her mother's milk? What do you think? I mean, just like, for example, with the sheep, it's kind of the same thing. We do get them pregnant for the things that we need from them, for example, the milk. So, Would you like to change with them? Do you think that this is fair from their perspective? Like to forcefully impregnate them and then when they give birth to take their babies away, to kill the male babies because they cannot get pregnant, and once they get not pregnant anymore to slit their head off? Like, do you think that this is fair? said like that, of course not, because, well, killing an animal just like that isn't a good thing. That's the absolute standard all around the globe. No. There are some people that choose to change. I might not know a specific name right now, but people choose to change. People choose to do that and still keep the calves. I think that's what. Well, it's too expensive to keep them alive for longer than they are profitable. That's for big corporations. No, it's also on small farms. I'm sorry for interrupting you, but I've also been on small farms. I'm an undercover investigator as well, so I've seen the big farms, the small farms, the good farms, the bad farms, the free range, the everything is so good, and we pet our animals to death farms. I've seen it all, you see, and I can tell you that the practices itself are always the same because anything else would not be profitable. They cannot keep them alive for longer than they are profitable, which is like they are called spent after, I guess, so 6 to 8 years. They can actually live up to 25 years. And we forcefully impregnate them over and over again, and then we take their babies away. So they bring a child into this world, one child after the other, and then their bodies are so exhausted that we decapitate them. Do you think that this is fair? Come on, that's kind of a trick question, isn't it? No, I have to ask these questions so plain. It's not fair. It's not fair. It's Yes, not fair. exactly. Okay. But no, there's- but let's continue. You said it's not fair, and I really, really like that because now you're really honest with that. Okay, so let's breed other animals like rabbits into existence to fatten them up and to eat their ass, although we don't have to. Do you think it's fair? Come on, I want to go through with this. Come on. Okay, it depends. It's always it depends because people eat meat, people want to eat meat. Yes, people but wanna what taste about different you? Do things. you think in your value system that this is fair? It's Your half-half. values? It's half-half. From their because people- perspective, no animals half-half. Animals live in the wild. Animals get bred like this because we need the meat. Do while you need the they're- meat? Well, I like eating some meat, so. Do you think that taste is a good justification for this? Well, if they're specifically bred for that purpose, if they're bred and genetically mutated, I guess that's the word, right? Yeah. If they're genetically mutated over generations so that they literally have nothing more than some couple of years, I don't really see the problem in using said animal that barely has any time left, even though most of They them... have plenty of No, no, time no, left. no, Yeah. I'm just talking about the ones that are genetically mutated so that they barely have any time left and have more meat, more different parts that we can eat. For those kinds of animals, I think it's, while Okay. it's not fair, it's... Okay, now here comes a hard question because you said as long as we breed them for that purpose, that's kind of fair. What about when I breed humans into existence to exploit them for their mother's milk, and they're especially bred for that purpose, like we did at the transatlantic slave trade? We also bred humans into existence to exploit them as resources. You know, the whites exploited the black people. They also used them as resources. They did the same stuff, by the way. But Right. The thing is, So. saying this might not sound all the best, but humans have an actual mind. Animals are intelligent, yes, but we are socialized. We can socialize with people. We can think. We can make math. We can make so many different things that Not all humans can do that. Well, most can at least. Yeah, but what about the ones that can do that? The Can ones- we exploit them like animals? No, the ones that that's- can't do that, since they're also humans, should be taught, should be helped. Those who were born and still don't know about that. Okay, so humans that are mentally disabled and that rely on us, that are weaker than us, that are not on our cognitive level, we have to help them and to protect them. But when animals have the same traits, we can oppress them. Well, but I have an actual question for you. Actually, Go on, shoot. well, Not me, please don't shoot me. But come on. well, saying that, do you think it's fair to to cannibalize on deficient people, both physically and mentally?
In what situation? Do I have alternatives? No, you don't. Well, in this case, you have alternatives. but Then no, of saying- course but not. Saying this, do you think it's fair that, well, these examples are basically asking the same question I'm asking you. Do you want to cannibalize on a human being? No, when I don't have to, of course not. In a survival situation, I would eat you can trust me, but I'm not in a survival situation. I have access to a supermarket just like you, and I can choose what I'm doing, right? But let's continue, because we're on the last line. What do you think about putting animals into zoos or aquariums and to exploit them for entertainment purposes just so we can look at them? It depends. There's a lot of zoos and other institutions Yeah. that use animals that can't live in the wild to show people how they are. Oh, For we example, said that the same thing about humans. We also had human zoos. Actually, the Berlin Zoo once exhibited humans. Did you know that? Yeah, they kidnapped them from other countries and they said exactly the same thing. Oh, they cannot survive in the wild. They rely on us. It's really, really good. Yeah, they did. You can read it up. Also, the zoo in Basel and in other German cities. So we had human zoos. Also in Hamburg, they still have the statues of Native American people up there next to the tigers and ice bears because they were exhibiting them next to each other. Isn't that interesting? I think my son only agrees with taking care of them and then release them again in the nature. Yeah, but this is never happening. Never. They all say it's never happening. Trust me. No, in Portugal and Spain we have the lynx. We have the lynx, and they take care of them and then release them into the nature. Yeah. That's an example of I mean, of these animals. if there are places like this, there might be like a way in between, but mostly zoos don't act in the interest of the animals. Nein, bitte geh weg, geh bitte weg, bitte, geh weg. Jesus. Ganz Berlin hasst die Polizei. Man, scary people out here all the way. Okay, you see, when places like this exist, they're usually not called zoos, but wildlife habitat resort. You know, that's a different part. But zoos, especially, like they're not acting in the interest of the animal. Just for one example, they are selling milkshakes and hot dogs, so they're not acting in the animal's interest whatsoever. Okay, so Can I say something? yes. So there are a lot of zoos, a lot of other things they use. For example, let's see, herd eagles, for example. Yeah. There are certain birds and stuff that fall while flying or get hit and end up breaking a certain bone or don't heal well enough to be thrown back into the wild. Well, not thrown, but put back Yeah, into but the wild. these are Even other with- places. Yeah, these are not Even with this those typical zoos. wildlife right? reserves, Yeah. even with those wildlife reserves, there are open spaces where people are specifically told to not go and harm the environment. For example, in Portugal, where we're from, there is a place, a large place, where people, I'm pretty sure, will get fined if they try to harm the wildlife or burn something. I'm pretty sure they also, someone got arrested for smoking there once. Which is completely fine, and I agree that these places need to exist that help animals, that rescue them, that make sure that they get healthy again so that they can release them into the wild. I agree, these places are important, but this is not what I'm talking about, right? An ice bear in Berlin, what is he doing here, you know? Also, these places are, horrible places. These places are small, they're keeping them captive, they breed them into captivity, or they capture them from the wild, you see? So I'm talking about the entertainment zoos, okay? So let's just stick to it. Yay or nay? Using animals for entertainment purposes? No, but most of the Okay. time they're helped there, even if they... That's not true. I'm sorry to inform you, but No, I know. read it up, okay? Read it up. It's really. I'm an animal rights activist for so many years. I really know better in this point, okay? Please read it up. I will also give you resources. I went to like not work behind a zoo, but I've been there. I've seen what they do to the animals like once or twice, probably. You've all, probably seen a lot more than me. Yes, But because I film undercover when they don't know that I'm there, so I see more. well, in those cases, that's horrible. Of course it is, because the animal shouldn't be treated like that. There shouldn't be uses. Where they get help there. For example, in one of the places that I went, the animals were kept there. They fed them for a while, and then they put them back in the wild because they kept getting more animals. They had to throw it to other. Yeah, but that's a different point. I think we got the point across. Okay, so what do you think about decapitating fish to eat their bodies, although we don't have to? Just like the sheep, just like the cows, there are other There are things that we resources can for do. us to use, But right? just like any other animal, like those that we talked, some do get breeded for that person, for that purpose, and
we need to keep it at a normal, normal pace. Sorry. That normal pace is letting some of those animals still be around in the ocean or outside, in this case, for the cows, for the sheep, for all of those animals. Because we can't just use them like they are complete objects. That's why. But we do. We actually do. Because when we have alternatives, but we say, well, taste, convenience, tradition, or habit are good enough justifications for me to use them as resources, as objects, that's exactly what we do, no matter how well we try to put it. This is, from their perspective, they really don't care about your justifications when you have alternatives, you see? I wouldn't want to be in their position, you see, because I'm not a resource. I don't want anybody else to take my body autonomy away from me, and I don't want others to oppress me, especially when they have alternatives, you see? That's all this is about. And what about the male chicks that cannot lay eggs, that we gas or like suffocate, or we just like stomp them down because they cannot lay eggs, so they're absolutely worthless. Yeah. Like we kill them all over the world, like because they are not profitable in anywhere whatsoever. So on their first day of life, we kill them. Like this is the absolute standard. Even on the best farms, it is what happens. You see, and even if some 0.1% of the farmers say like, oh, we feed them, we give them a good life, just a couple of months later, we also decapitate them because people want to eat a bird's period product. You see, do you think that this is fair, what we do to these one-day-old male chicks? Stomping a little chicken is obviously horrible. But gassing them to death is fine? Of course not. No. Of course not. Okay. And the last picture, yeah? No, it's horrible. That's just stupid. That is the most completely unnecessary thing. Out of every single one of these showed me, for example, in this case, there are some places where there barely are cars. It's very rare to see that. Yeah, I see. Where there are no alternatives, that's a different thing. But this is just completely unnecessary. But we have, but when we have alternatives, the question is how can we justify using someone else as a resource? Because in the end, they are also sentient, like we are. They have a brain, central nervous system, the capacity. They have a subjective experience. Even if they don't suffer, they have their own interests that need to be protected. Let me give you an example. Let's say I stand right here, right now, and somebody shoots me in the head from behind, and before my body hits the ground, I'm dead. I didn't suffer, I didn't feel anything. It would still not be in my interest, wouldn't it? So it is about the question of, do they have interests that needs to be protected? Like you said, if you are for protecting animals, exploiting them for something that you don't need is not the way to go. That's all I'm saying, because it seems like your values are like mine in a way, because I'm vegan, obviously. Yeah, I reject the commodification and exploitation of other animals. But when it comes to the actions, you try to find a justification to still say, oh, they're here for us, it's okay to do this, it's okay to do this, but not this, but this. You see, all of that is fucked up. That's what I'm saying, you see? No, but the last one is... know the alternative. Well, I can give you resources. Yeah, no. If we look for them, we will find them. But he doesn't know yet. Yeah. Yet. That's why I'm here. Yeah. So thank you. But the last one is especially horrible because, for example, sometimes zoos help the animals that are there and then throw them out to the wild again. For that case, it's just horrible. It's completely unnecessary because those bulls could be out in the wild, and that's just killing them for fun. That's basically just... yeah, but isn't killing an animal to eat them for taste pleasure exactly the same as killing an animal for entertainment pleasure, for I want to wear their skin pleasure? You see, all boils down to, oh, I want to do that and I can, therefore I do it. This is a might makes right attitude. This is a supremacist attitude, actually. It's different. Even though it all boils down to the same thing, it all comes down to the same killing, it's different. One is unnecessary killing for complete entertainment, it's just unnecessary. For another, it's for nutrition. For another, it's for people's choice to eat. Yeah, there's multiple things. There's things that could be avoided, for example, for the clothes. Yeah, but you can also get nutrition from other sources, you see, and that's the entire point. Choice. It all comes down to choice. What choice do the animals have then? Really? Yeah, what choice do they have when you oppress them, although you can't choose something else? You have access to a supermarket, right? Yeah. There you go. There are all the plant-based nutritional things that you need, and you can eat a variety of things that don't exploit others. That's all I'm saying, right? Because in the end,
when you would see them in front of your eyes, when you would look them into the eyes, I don't think that you would ever want to hurt them. I don't think that you would ever want to like decapitate them, take their babies away, and exploit them for something that you don't need. If I offer you, okay, you can stab them to death, or you can just eat a vegan burger, what would you choose? Well, I'm not a psychopath. I'm not going to stab a cow. I stab. Then don't turn around and fund it. That's all I'm saying. Don't turn around, because when you are buying non-vegan products such as meat, dairy, eggs, wool, leather, whatsoever, your money goes into these industries, also the small farmers, it doesn't matter, and you're literally funding slaughterhouses where we decapitate them, electrocute them, where we stab them to death, where we put them in gas chambers. This is all really happening. And just because you don't see them doesn't mean that this is not happening, you see? Don't you think that they all, not just them, but also, like you said in the beginning, our pets, don't you think that there is no relevant difference between them and that we should all equally try to protect them and not exploit them? Yeah. So you're vegan at heart. Okay, now I gotta ask last question, very hard one. How many more animals should be exploited for you and for you? How many more? Oof, What do you wish for? I don't know. I Different honestly don't know. to, It's a very simple question. but it's very difficult to answer in an honest kind of answer. What do you wish for? Yeah, I wish I could have the strength to do all, to turn around of all those things that you said, and you are completely true about them. But it's very difficult. Yeah, the right thing to do. Sometimes it's difficult, but Yes, it what is. do you think it is more difficult for you to look into that, or more difficult for the animals? Animals, of course. It is, right? So you see, at the moment, you are on the side of the oppressor. You're not on the side of the animals, where I am. And I want you to get on my side and to fight together with me for the animals, because they don't have a choice otherwise. They don't have rights, and nothing will ever change if reasonable people like you are not acting up on their own values, because you don't seem to be like oppressors. You are not against animals, but when you're not living vegan, this is actually what you do, you see? We pay for it. You fund it, you support it, and also there's the mindset, you see? Because you still look down on other animals as resources, just like the whites looked on black people as resources. It's the same. There's literally no difference. Portugal, so we know. Yeah, well, you know also about slavery then. Yeah. So, and it's not right, because these animals are also not free. They're literally enslaved. They're our property. They have numbers in their ears. They're literally enslaved. So, what do you want to do from now on? Oh, I'm gonna try to not eat as much as much meat. I'm really not speaking well today. Fine. So you still want to eat some meat then? I'm gonna try to stop. It's the easiest answer to go with this. And are we trying justice, or are we doing it? If I'm gonna try, I'm gonna have to do it. Doesn't have to be. I turned vegan overnight once I heard about all of this, once I watched the footage. And let me give you a flyer. There's a QR code on the back, and I'm urging you to see it for yourself, okay? Because it will be so easy to be vegan after that. Once I saw the footage, I was like, I won't participate in this crazy nightmare anymore. Not in my name, okay? And you can be vegan from now on. You can decide. It's happening in here. You can see it gradually, like think about your next meal first. Not what is happening in a month or so. Think about your next meal, let it be a vegan one. When you've done that, breathe in, breathe out, not exploited any animals, yay! And then you go to your next meal. You see it is very easy for you when you think about it like this, okay? Okay, let me give you a flyer then. Yeah. Can you hold this for a second? Thank you. So, Leute, sagt mal Sound und Bild okay? Just asking if sound and picture are still okay. I had sound problems yesterday. Okay, so I give you 2 flyers, just in case one gets lost. This is for you. This one is also for you. thank you. Read it for yourself, and please ask yourself what your values are, okay? Thank you. Have a wonderful vegan life. Bye-bye. Hi. You're waiting in line? What do you think? Come on. It's just, Come on, do you want to be live on my YouTube? I gotta go in a bit, but I was just listening to what you're saying. And Yeah. stuff. And what do you think? It's quite interesting. I was just wondering, like, because you were saying you do undercover stuff. I was just wondering how you got into that and stuff like that. Oh, well, it's not that easy to talk about that publicly because of repercussions and stuff, and so I really got to be careful with that. But I'm actually working on a film that I want to release hopefully this year, and there I will share some insights, and there I can talk about some stuff. Let's say it like this. Yeah, because I really got to be careful about that. So,
Okay. So, are you vegan or? I'm not vegan, no. Okay, why not? I I'm not sure. Just Have you ever thought about it? I have thought about it. Yeah, I've looked at some like Peter Singer. Yeah. Looked at that, but Yeah, he's also not vegan, by the way, Peter Singer. he not? No, he's not. oh, I thought he was. As far as I'm concerned, he's not, and also he's not giving all animals the fundamental right to life. So his ethics are not fully thought through, to be honest. But that's another topic. Like I'm an abolitionist, for example. I'm for the abolition of all animal enslavement, and I'm just wondering if you also agree that we should not use animals as resources. I think we should. No, I think we can use them as resources Why? because I think humans are. Humans are like a higher level than animals, Like whites are also a higher level than black people, so we can enslave black people? but we're the same species as black people. We're not. Oh, okay, so when someone has another DNA, it's okay to oppress them. Not necessarily, however, due to like intellective and sort of. Okay, so when I find an intellectually lower IQ human, I can oppress them? No, because I think all humans have like the potential of like a higher intellect. They absolutely don't. Like mentally disabled people or babies. Let's take a human baby who's mentally disabled and who will never be able to live on their own, who also like depend on others for their entire life. Is it okay to oppress them because they're not on my intellectual level? Is this the line that you draw, like the intellect, where we should measure how we or if we include someone morally or not? I suppose not. No. No, right? Sounds a little weird when I say it like this, right? Yeah. Yeah. So, do you think that it's time maybe to think about how you view other animals, maybe not looking down on them anymore? Yeah. Yeah. Because there is no relevant difference, right, between us and the other animals, like a relevant difference that would justify this different treatment, no? No, I can't. No. So, how many more animals should be exploited for you then? What do you wish for? Probably none. None. That's the vegan way, and that's all that is. Okay. So, do you want to be vegan from now on? Want to? Yes. Yeah. I will give you resources, okay? And you can. Yes. Yeah, it's fine. It's fine. And then you can read up for yourself. You can look. You can scan the QR code. There's more information, okay? And then you can educate yourself even more. Hold this for a second. So here's a flyer for you. Scan this QR code, okay? And just ask yourself what your values are, okay? Okay, thank you very much. Yeah, have a wonderful vegan life then. Bye-bye. Yes. Deutsch or English? English? Yes. Do you want to be live on my YouTube then? Regarding what? Regarding animals. Animals. I want to talk about I animals. heard you speak regarding a disabled person. Yes, also, yeah, because this guy was just saying that when someone has a lower intellect, it's okay to oppress them, and I was like, that's not right. That was basically it. Because animals have a lower intellect than we have, but I don't agree that this should be the measurement on which we decide if we stab someone to death or not. Great. Thank Yeah? you, thank you. So, are you for or against animals? Are you on their side? Sure. So, you think we should respect them? Sure, yeah. Yes. They have the right. Yeah, they actually, sadly, they don't, but they should have rights, right? They should. They are creatures. They have the right of living. They have the right to be treated well. So, Yeah, I agree. Do you think that we can respect other animals when we exploit them for things especially that we don't need? Like meat, dairy, eggs, leather, wool? Do you think that this is fair that we exploit them? actually, no, because this affects the environment, by the way. You know, It's not an environmental issue. It's just from the perspective of the animal. Would you think that this is fair? It goes on with the protection of the environment as well. This goes on with the same principles. We should protect them against violence because it's something that a new policy in Jordan, especially usually, for example, dogs, they were killed when they are in the street without owners, but now they have the right to be in the environment.
but with the support needed. So we do respect this. We do respect that they should be protected against any kind of violence. They have their right to live in a secure area within the environment. Do you think that this goes for all animals, like also for cows, for example, that we should protect them and not use them as resources? I think this is a very controversial question because usually it's part of the environment and the selection that usually we take, for example, their milk, but we should not exploit them. That's what we do. Do you know what has to happen for a cow to give milk? No, actually, this is what we are against. What we are with is the natural way of having like the milk of the cow, but not to exploit them. Yeah, but this is, you know, for a cow to give milk, what has to happen first? What has to happen? In the farms, I'm not aware of this. So maybe if there is some misuse of them, this is something we're against it. Well, Even in our religion, all animals should be respected. I agree, but let me educate. Okay. I gotta show you because I actually have this picture here. So what we do first is we fist a cow, we forcefully impregnate them, we put semen in her to make her pregnant because she can only give mother's milk when she's had a baby. And what that's the this is the standard all around the globe. Okay, trust me, I've seen it all. I'm an animal rights activist. I know. Okay, this is the standard. We are against all. Yes, well then you cannot consume any dairy products. Milk, cheese, yogurt, all comes from this. And see what happens to the babies after birth. What do you think? I'm not sure. I'm not aware of. Well, they are separated from their mom because we want to drink their milk. And the boys, we kill them because they cannot get pregnant. It is happening all around. Promise, 100% guaranteed. Absolutely. It is that because they cannot. It's not true, but what you you s- are saying that if it happens, this is not correct. Well, it is guaranteed happen because it is very expensive for a farmer to keep them alive. Very expensive. So and they are worthless, the boys, because they cannot get milk. Let me give you a flyer. Yes. Yes. By the way, could you kindly Can you hold this? I want to give you write us information. down your خلينا نعمل I will give مقابلة you مع a card with all الصبايا. information. تعالوا يا صبايا بدي أعمل معاك المقابلة. No. We don't do that here. Yeah. Be respectful, please. Yeah. Thank you very much. Yes, you're welcome. Okay, first of all, this, read through that, ask yourself Yeah, about your my- values. And also, let me give you a card. Yeah, my father was a veterinarian, so I know a lot about animals, but Okay, not and that they you were get a special exploited. card. Those are yours as well. Yeah, thank you very Hold much. on, no. It's all I have. So, and that's my Instagram, YouTube, whatsoever. I do have English and German content, okay? Okay, thank you. Okay, have a wonderful vegan life. Don't exploit other animals. They are not here for us, they are here with us. Think about that. Bye bye. Jesus, okay. Bild gut, alles gut. Bitte mal kurz. Ach, Leute, ich kann hier so wenig raufgucken heute. Ich dachte schon so, hoffentlich habe ich heute Gespräche. Gleich so 4 Gespräche hintereinander, oder 3 waren es jetzt, glaube ich. Bild, Ton, einer mal kurz sagen, bitte hallo. Sorry, Leute. Ganz aufgeregt. Die Leute wollten jetzt hier auch schnell weg. Ich hätte die gern noch mehr aufgeklärt. Aber wenn Leute so on the run sind, dann... Ja, alles gut. Vielen lieben Dank, Leute. Sorry, dass ich hier so oft Rückfragen halte, aber gestern ist mir mein Mikrofon einfach abgekackt und da will ich natürlich jetzt sicher gehen, dass es heute nicht passiert. So, jetzt stelle ich hier noch mein Aufklärungsmaterial wieder ordentlich zurück. Okay, Leute, das war ja mal was. Jetzt wird es hier auch echt voll. Vielleicht kriege ich jetzt auch noch mal ein deutsches Gespräch ran. Experiment, 5 minutes, social experiment. Deutsch, Englisch? English or German? Okay, so then English. Okay, it's fine. Do you want to be live on my YouTube channel? Okay. Want to be live on my YouTube channel? Sure. Okay, so step in. So, what's your name? Daniel. Daniel. Rikos. Yeah, hi, nice to meet you. I'm Alex, obviously. So, what do you think about other animals? Should we respect them? Yeah, I think so. What's the question? If we should respect other animals? Obviously. Yeah? Yeah. Do you think that we can respect other animals when we exploit them, like use them as resources? I think it would depend in the way that you're like using them, because maybe you like can use them for emotional support, things like that, but
like the people that are using like for medical research and things like that, I don't think that they're respecting them because they're using it like they don't have soul. So What do you think? What kind of exploiting specifically? To exploit them for food, entertainment, clothing, testing, and the pet industry, and transport and whatsoever. Like general using them as resources, general exploiting them for whatever we want to exploit them for. Well, not whatever, but for some things it's necessary. What things are necessary? For example, food and clothing. How don't we have alternatives? We do, but we don't have them enough. Like, you see, we already have too little food in the world, and now cutting this entire giant branch of food will just increase the problem. Okay, so you think about it from a global perspective, right? What do you think, who eats more, all the humans or all the animals that we breed into existence to exploit them? Probably the animals, but we cannot eat most of the animals' food. Like, we cannot, for example, live off grass and hay. Well, they eat soy, most of them. So, but another topic. But what about you? Because I'm talking to you now. I'm not talking to the entire world, unfortunately, right now. Do you have alternatives? Like, do you, for example, have access to a supermarket? I do. I actually don't eat meat. I just eat fish. So, yeah. So you eat meat? Well, fish is not scientifically meat. I do eat animals, but I do not eat meat. Yeah. I'm sorry. Okay, if you want to phrase it like this, so what's the difference then between a fish and a cow? What's the relevant difference? Well, first of all, fish are healthier. It's like, as I said, not really meat. It's like scientifically something else. It's like built up differently. So yeah, it's healthier. I thought the same, by the way, around about like 10 years ago. I was saying the exact same thing. It is so wild to hear that from someone else now. I always thought that fish were swimming vegetables, to be honest. I also thought, oh no, it's different from all the land animals. Fish are so different. It's muscle, tissue, whatever that we eat. It's not real flesh. It's not real meat. But in the end, it's their body that we're eating. And meat is just a euphemism for flesh, basically. And I mean, it's still their flesh. It's still their body that we eat. So there is no relevant difference between them that would make it any different than to eat the body of a cow, of a dog, of a human, or of a fish. It is still their body. It is their flesh, their meat. Like in German, we have a word for that. It's Fleisch, and it's the same for all. But meat and flesh, there is a little difference in the English language, you see. So one is a euphemism, one not. But do you think that when you have other resources to get your nutrition from, that this is fair from the fish perspective, like from their perspective? Like what other? What's the word? What other? Resources? Yeah. Nutritional resources? Yeah. Yeah. For example, like when you go to the supermarket and the entrance, you see there's all this very colorful stuff: fruits, vegetables, seeds, rice, lentils, nuts, legumes, chickpeas, whatsoever. All these things that have nutrition in them, and that will give you also protein, micronutrients, all 9 amino essential acids. So, do you think that we have an obligation to not eat animals then, when we have the option not to? What do you say? Dodging the question. yeah, I like no vegetarian or anything like that. So I don't like I eat all. Like I know there's another alternatives, but I think I wouldn't be able to not eat meat. Why? Because of the taste, I guess? No, because I'm like used to like from all my life, so it'll be like a big taste, and I think I wouldn't be able to do it. Yeah, well, I was also eating that stuff for a very long time of my life, you see, and I also thought, well, how can I live without that? And I had these 4 main justifications: taste, convenience, tradition, and habit. That's why I always continued to consume animal products. But there was a point in my life where I realized that other animals, because I'm also an animal, right? We're mammals. Other animals are not resources just as much as I'm not a resource for someone else. Just as much as black people are not resources for white people and women are not resources for men, these other animals are not resources for humans, like the non-human animals for humans, you see. And from that realization, I was acting on my own values, and I stopped oppressing other animals, and I went fully plant-based when it comes to my diet. Yeah, that's true. That you shouldn't like exploit other
conscious beings. But you said you compared exploiting animals to exploiting other humans. Which It's the same form of injustice, yeah. It's a different practice, but very, like a lot of practices are actually very similar. Like the enslavement of black people and the enslavement of animals, there are so many similarities, it's crazy. there are many similarities, but there are also many differences. For example, black people have an actual conscious and a mind, while animals have not, like, no, they don't have like the, I don't know the English word, Bewusstsein. They are also sentient. They have that too, and it's scientifically proven, right? Like the Declaration of Consciousness is out there, and many universities from all around the globe signed it, and it declared that these animals, especially the ones that we're exploiting for food, entertainment, testing, and so on, they also have sentience, and sentience is an emerging capacity of the brain and the central nervous system, which they have, which we have, so that they can have a subjective experience. So how you see the world through your eyes is your subjective experience. Nobody else will ever know what you feel, what you think. It's same with you, same with me, and they have that too. Yeah, well, that is true. They don't have like the same like self-conscious. They are not like aware creatures. They do have this they are sentient, yeah, but they, for example, don't have a mind like we humans have. Yeah, not all humans have the same mind too. I mean, when we look at a mentally impaired baby, for example, like, can you remember what how you experienced the world when you fell out of the womb? I guess not, because you were not that conscious as you are now, right? So Yeah, but I would go on to develop into yeah, that. but not all people do. Well, not all people do. Can we oppress them then? Is that the measurement you want to go for? Can you like let me finish my sentence, please? Let's go. Yeah, not all people do grow up to be. What do you call it? Sentient? What do you mean? No. You said not all people grow up to do so. What exactly was that again? Some people are mentally challenged. They are always they stay on the same cognitive level as a pig or a cow, for example, like because they're mentally impaired. Yeah, that's true, but I think that's a different topic. How? Because right now we were here to talk about animals, not about. We're also animals. Yeah, but we are talking about different kinds of animals than us that, as I said, do not have this self-awareness, this self-conscience. Yeah, and I say that because you say, well, that's the measurement that we decide from if we stab someone to death or not. It's because all these other animals, they are not cognitively on our level. That you say that this is the measurement, and I say, well, if we find a human that is also on the same cognitive level as a cow, would it be okay to do that to them? Then you say no, which means, okay, this is not the trait that makes the relevant difference here. And we gotta ask ourselves, what is the morally relevant difference between us and these other animals that justifies the different treatment? That's the question on the table. You see, because we are similar in all the ways that matter. You know, and the things that are different between us and them, the other animals, they are not relevant in a sense that our hair color is not relevant when we ask the question, who should we stab to death or not? Our eye color is not relevant, our skin color not, our gender not, and the species also not. Yeah, but I have a question. Why do you ask that us and not, for example, a wolf or something like that? Why do you not talk to them? Well, because they are not moral agents. They cannot reason, but many people also cannot reason, and many people also can act on morals. But I can talk to people and hope for it. I cannot talk to a wolf, sadly. I would if I could, but I cannot. That's why I stick to humans, yes. Exactly, you cannot talk to them. They don't have reason. That's something that sets us apart from the animals. Sometimes I really doubt it, to be honest. Yeah, but theoretically, every human that does not have like a mental illness or how's it called? Special needs, they are able to do that, and that's like the vast majority. And those who cannot do it, that's like a different topic, how to treat them, whether you should like try to help them, whether you should like just, that sounds really bad, like end the suffering. I'm not saying I support it, it's just like the other few, but that's a different topic, how to treat those who like cannot reason. Like the humans that cannot reason. Okay. Do you say that might makes right then? So because we can oppress others and we have higher cognitive abilities and we have more power, we are more developed technology-wise. Do you think that this is gives us the right to oppress others? Might makes right. Is this your position? Well,
does like one animal really oppress another? Like, Well, humans oppress all other animals for sure. but you say that. Hold this, I want to get my gloves on my hands. Okay, no problem. Yeah, but you say that. Wait, you said that because we are suppressing other animals because we have like a conscience, the ability to reason, but Not all people have that. yeah, as you said, but almost all people have the ability to reason. So you said that's why we suppress animals, but shouldn't wait? I forgot my point. Sorry. Like, I need to think a little. Like, It's fine. Let me ask you. Let me ask you another question, and you think you can come back with that when it comes back, okay? I have two questions for you. The first question is: do you want to exploit other animals? Are you against them, and do you want to oppress them? Do you want to see them as less as yourself? Do you really want to do that? Like, I'm not really seeing it. So I know it's a little like egoist, like to know, like if you're not seeing it, like you don't really care. But You don't care? No. no, You don't care about the other animals? no, because if they were in our position, they will do the same thing because rights is a thing that human really invented. Well, if they would be in my position, they wouldn't because I don't do it. So you cannot speak for us all in that sense. Well, A question in about yours, you. in yours, but if they were in everyone's position, they will do the same. Like if you were an animal, like another type of animal that wasn't as developed as we are right now, and they wouldn't like they would do also the same because that's what the humans were doing like all the time history, but it's now where people are realizing and starting to change because the rights are really a thing that human created. So if animals were in like our position, they wouldn't be as developed, so they wouldn't really care about the other species. Okay, so you think that, and you think that this is a good justification for you to oppress animals, although you don't have to? So you want to exploit other animals? Because you're a human. well, I think it's the No, different. let him finish first. Like I don't know more to answer. Like The question is really simple. Do you want to exploit other animals? it's not exploiting. It's like it's like part of. Show me what is not exploitative in this. Like, we all have it here. We have the dairy, the eggs, the flesh, the feathers, the fur, the experiments, the entertainment. We have all of it here. Tell me, are you for this? Are you against animal? Like, is this really what you want to defend? I'm against part of it, but I'm not against all. Like I'm against of putting things in animal, like or using for entertainment, but I'm not against like for using it for food or like for resources because that really we need it. Well, like we also established, right, that we have alternatives in all of that cases. But not everybody can afford those alternatives. What about you? I could, but Okay, so you want to exploit other animals, although you have alternatives? they're really being exploited. Doesn't matter if I change or not. Well, it really matters because it wouldn't be happening in your name anymore. You see, you see, the thing is, I don't wanna talk about my values in that sense because my values are obviously clear on the table. I reject animal exploitation. I reject their commodification. I don't think that they have less value than me. I think we should look at them on eye level and not down on them just because they're not humans. And so I don't participate in their exploitation. My only question is if these are your values too, or if you have other values, and if so, why, and how you can justify having these values when you have other options. Yeah, I have other values because I like half part of that you say is correct, but I also think that we also need to use there for like resources because it's like a human need. Because even though there's alternatives are like expensive and not affordable for everyone. So there will be so many people like that couldn't afford them because I don't know. It will be like. It's about you. You already said that you can afford it. Also, by the way, if you didn't know, there are plenty of studies out there that show that plant-based diet, in that sense, is up to 30% more cheaper than the average non-vegan diet all around the globe. Because the cheapest food available all around the globe is plant-based by default. The poorest nations eat mostly plant-based
not for a certain reason, you see. So the food that is available at the supermarket all around the globe that is the cheapest is actually plant-based, and it gives you all the nutrients. Therefore, the question is, how can we justify using animals as resources, breeding them into existence, to exploit them, to decapitate them, to take their children away, their skin, their eggs, their fur, their hair, their family, and in the end their life, when we don't have to. That's what I really don't understand. Like, I'm just here, I want to get this answer. You know what the thing is? I really want to eat an animal's ass again. And I'm looking for a good justification to finally do it. Finally a good justification to not be vegan anymore, you see? And so I'm just asking people, but none of you could ever give me a good justification. And I really want to eat cheese again. I really want to eat an animal's ass again. I really want to wear their skin again, you see? But there is no good justification, so I'm asking people for it. The problem is, you come here prepared, you have your little sign there, you have everything here. But we just walked around looking at the city. We are obviously not prepared for this debate. So the reason nobody could give you a good reason is probably because they were not expecting this kind of interview. Also, I want to go back to your little sign over there. Of course, the things on there are horrible. Like, I agree with that. But I can as well just go on the internet and say like terrible animal pictures, and it is still terrible. But I can just as well go on there and look like happy animal pictures. Yes, and this is in between the exploitation. I've been on farms like this too. Have you seen how they artificially impregnate them and how they slit their throat once they're not profitable anymore? How they take their babies away? Have you seen that? How they take the semen from the bull? Oh wait, I can show you. I've footage of that from the best farm ever too. Do you want to see it? Later, I just wanted to finish my point. I'm just saying, of course, these things are terrible. Of course, these things are probably fake, but there's something in between. There are also farms that are like more treating them more humanely. For example, Freilandhaltung. Yeah, I've seen it all. I've been there too. I'm also an undercover investigator, so I've been on exactly these farms because people tell me this all the time. That's why I go there. You see? Okay, so what do you propose? Like, if everybody goes vegan, what do you propose? Like, what is the plan with all the animals we have? Well, if everyone would go vegan, then we wouldn't have the demand for animal products, and then the farmers would not breed them into existence, and therefore they would not exist in the first place to be exploited. They wouldn't be there. But that's not possible. It is possible because the entire world won't go vegan overnight. I wish, but it won't happen. It will happen gradually because people take time. Most people are not reasonable. They look for excuses. How do you say? Excuses, yeah, thank you. They look for excuses, not for solutions. So the world will go vegan gradually. It will happen like this, you see? And when the farmers cannot sell these animals to the slaughterhouse, when they cannot make profit from them because nobody buys that shit, then they're forcing less animals into existence the next cycle and the next cycle. And so also gradually the number of animals will decrease over time that we breed into existence to exploit and decapitate them. And this is how it also happened already. Like, the numbers are going down. Not in any country, for example, in the Asian countries, the numbers actually go up because they're really adopting the American diet right now, which is very meat heavy. And before that, they were more plant-based, but that's another thing. But in most countries, the numbers decrease because the demand drops as well. But if you buy animal products, you say, make more of it. Breed them into existence, exploit them, do that on my behalf. This is what is happening, you see? And that's all it is. And I'm just wondering if you really think that this is fair from their perspective. If you would be in their position, if you would like to be seen as a living resource, a livestock, an object to use for someone else. Like, we're not acting in their interests, we only act in our own interests. Yeah, well, but they are also only acting in their own interest if they had the ability to do that. And if I was, for example, this animal, I would not be aware that I'm a living resource. It's just how it is. Yeah, that's the same thing, by the way. You can really look it up. Like, have you ever looked into the transatlantic slave trade? What was happening there? A little, but not much. Yeah, you should read up, because the arguments that you bring up are the same arguments that the white people who enslaved black people said. They were like, oh, they're here for us, God brought them here, they have a happy life, and as long as we treat them good, it's okay to use them, and they don't have our cognitive abilities. And what was the last thing you just said? Never mind, that's the same. Yeah, that's the same thing that the white people said over the black people and that they used as a justification to enslave them. And I mean, these animals, look at Tilda, my little cow I always have with me, they're also not free, and you know that, right? They're our property.
They have numbers in their ears. They're literally enslaved. We can do whatever the fuck we want with them as long as it benefits us. Do you think that this is fair from their perspective? Animal protection rights, that means we can like not do anything the fuck we want with it. Yeah. Have you read through the Tierschutzgesetz actually? I would be happy to be enlightened. Well, the first paragraph is a wonderful paragraph in our German Tierschutzgesetz. What is Tierschutzgesetz? Animal protection law, whatever. The first paragraph says you should not harm any animal without a good justification. That's the first thing. And then everything after that is really an instruction of how to properly decapitate them, stab them to death, put them in gas chambers, electrocute them, take their babies away, get their skin off. This is literally the animal protection law what is standing there. In the animal protection law, there is actually like a huge part that really says and tells you in detail what we should do to little Tilda here to get the most money out of her, out of her body. Like we forcefully impregnate her. At first, we take the semen from a bull. So a human goes to a bull, jerks them off. Standard practice, just a normal stuff, right? Jerks the bull off. Then we put in our arm into the anus of Tilda, of little Tilda here. Then we put the semen in there, make her pregnant. Then after 9 months, when she gives birth to her baby, we take her babies away so we can have the mother's milk. Not completely insane, right? And we kill the boys because the boys cannot get pregnant like little Tilda. And then we impregnate Tilda over and over and over again. And when she's completely spent, when she's so exhausted that her body cannot get pregnant anymore, we send her off to the slaughterhouse and then we decapitate her. And then we have another new animal, maybe Tilda's granddaughter that we yet again forcefully impregnate, take the babies away, kill the male calves, and then we send them off to the slaughter. It's what is happening with these animals because they are resources, they don't have any rights, and we can do whatever the fuck we want with them as long as it benefits us. It's not in their interest what we do. Well, I want to go like in the Meta-Ebene of the argument. You're like standing here prepared. As I said earlier, we are unprepared. We could not research arguments, etc. You are obviously older than us. You have more experience on how to argue. So are you here tomorrow? I'm here in a week, yes. I'm sorry, a Sunday mostly. No, I will not be here in Berlin anymore. I can give you my... Do you want to have an online debate? Sure, sometime, yeah. Yeah, because I also do online debates with many people all around the globe, and I would be so happy to finally get an argument to eat someone else's ass again. Maybe we can talk about exploiting dogs for no reason to get some nutrition. Maybe I can eat a dog's ass in the future because you give me a good argument. Well, I don't think we've been talking about that, and I don't think I want to talk about that at this moment. As I said, let's have this online debate. Yeah. And let me do my research beforehand. So. Absolutely. But then also let me give you some resources for you to look into yourself, okay? And then you can be fully prepared because I have resources here and you can make up your own mind. You don't have to trust me on anything I say. I can talk shit, you know? You don't have to trust me on anything I say. I will give you resources. You can look it up for yourself. And I want to talk about the ethical part as well, because that's the most important thing. How can we justify using others as resources when we don't have to? That's the question on the table. All right, then give me those resources. Okay. Oh, and one last question. How many animals should be exploited for you from now on? What's the number? Say. There's no number, like... What do you wish for? I can't count. Yeah, what's the number? How many animals should be exploited for you specifically from now on? What do you wish for? I don't really know the quantity. Like, I can predict the future of what I'm going to do in the future because maybe I can die tomorrow and I won't need any. Yeah, let's assume you grow old as 80. Nobody will stab you to death. Don't worry about that. So how many more animals should be exploited for you from now on? What do you wish for? I don't know how many animals are exploited in my daily life. Should. Yeah, but I don't really know. Okay, so you're dodging. What about you? No. Oh, same answer, same. So you also don't know how many more animals should be exploited. You don't know what you want then? What would be a nice answer then? Because I know my answer is 0, that's why I don't participate, of course. Then let me think for a second, please. I will look for researchers. Can you hold this? Thank you. He's also here all the time. I was here yesterday too, and we did some other activism. We were actually selling ewe milk because we were breeding, we are also breeding, like my other activist friends and I, we are breeding humans into existence.
only for the sole purpose of exploiting them for their mother's milk. And we do the same stuff to them as we do with cows. We kill the male babies, then we take the mother milk away. And when the humans cannot get pregnant anymore, we also decapitate them. And human milk is really a good seller. Like, people really love buying it. And they were not shook at all. So here you go. Here you go. And on the back side, there's a QR code. When you scan this, it will lead you, it's one click away to a documentary. Just see for yourself. And then we can have an online debate. Oh, and I will give you my card, my special card. Not everyone gets that. Hold on again. Sorry. I feel special now. Yeah, you gotta feel special. Thank you. Because I really want to have an online debate with you then, sir. Specifically made them for people like you who want to stay in contact. Follow me on social media and get in touch with me. And I would like to debate you whenever you want. I do that also on a regular basis. I do German and English activism. Also, by the way, I'm vegan for 7 years. I haven't eaten meat since I was 13. And I'm an activist also for 7 years. So I'm really much into that. I'm working also on a film where I will show all the things I filmed on a bio, free range, whatever farm. So yeah. So how old are you now, if I may ask? I gotta count. I think 37, 36, something like this. So basically, I have been eating percentually more years. I have not been eating meat than you, basically, because I have been vegetarian for several years prior to now. Now I'm pescatarian, so essentially I have better stats than you. No, wait, actually 7 years. Yeah. Okay, actually. Well, I have to do the math. Sorry. Well, stats are the one thing, but the other thing is how we are living our life right now, right? Because at the moment you are not on the side of the animals, you still oppress them, and I'm on the side of the animals, and I try to protect them from people like you. So. Well, where did you get the paper for those beautiful little cards? What do you mean? It's recycled paper, so. Okay, that's pretty good. Okay. And I buy secondhand, if you want to know that. I don't drive a car, I don't go by plane, I buy just the bare minimum that I need. I don't overuse any resources whatsoever because I try to be just a decent human being, not leaving a shit pile of blood and death behind me. Yeah, okay, but I have one more question. If you go out here, how many people do you actually convince? And another question, how many people do you think you drive away from being vegan because they meet people that are very, very adamant and tell you not to, how's it called? Just, hey, you could try it. It's, I know it's hard in the beginning, but it's in the end better. But be like, you are a murderer, you're exploiting people. Look at what they are doing to poor little, what's her name, Tilda? Matilda? Tilda. Yeah, so I think there are way more sufficient ways to actually convince people. Oh, can you tell me, because then I will do that and I want to make you vegan. Tell me, what's the most efficient way to make you vegan now? I am 16 years old, I have no idea, but I think, haven't you seen online, I was in the US for a year, people hated vegetarians and vegans because they were like, oh, they just want me to change all the time, they are giving arguments exactly like you're doing now, and in the US people are driven more away from that. Being vegetarian, being vegan is seen as something negative because people are so aggressive. Yeah, I know. I've heard it quite for some time now. But the thing is, so first of all, when we have this discussion and it's online, thousands, hundreds, thousands of people see that throughout all of my channels, which is really great because then they can hear my arguments and your arguments, and then they can ask themselves, what are your values? And then they can try to live up to their own values or not. And the thing is, with the human mind, it is something called, what is it called? Hold on, the word, it's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. There is a certain phenomena that also appears in little children that at first they really are against something and they shut down and then they are really turning away, but that it's not lasting for a very long time. It's just a self-protection thing that comes from within, and it's on the tip of my tongue. Never mind. I will know when you leave maybe. But the thing is, even if I come over as aggressive or as really straight, I think
it is very important for the message to not wash it out, to speak up very clearly for the animals, because if I would be in their position, I would want people to be just as straight on my side, defending my position as I'm defending the animals right now. And I didn't call you anything, by the way. I'm just saying that we exploit those animals, and I'm asking constantly if these are your values and if you align with the principle of veganism, which is the inner stance that we reject their commodification because they're not here for us. And you see, when people come to me and say, you should do your activism in a different way, not like this and like that, I'm always wondering, like, okay, well, you couldn't even convince yourself to be vegan, so you absolutely don't know anything about turning people vegan. You couldn't even convince yourself. I could convince me, my partner, my brother, so many other people. I get messages every day, people being vegan because of me, because I don't talk shit, I don't bullshit anyone. Well, the thing is, you don't know how many people I convinced. You don't know whether I was vegetarian when I was younger, which I was. And while I didn't convince my parents to go vegan, I did convince my brother himself to go vegetarian. I did convince. But they're still exploiting animals. You But see, they're you're doing not it- on the vegetarian and vegan just sounds alike. They're opposites. Completely opposites. One Well- exploits animals and views them as resources just as any meat eater. You're not different than any meat eater. You're just exploiting animals just in the same way, even worse, even longer. If I had to choose to be rather a cow that is bred for their ass, for their flesh, or a cow that is bred for their dairy milk, I would rather be a cow that is just fattened up and decapitated than to be forcefully impregnated over and over and over again, getting the babies taken away and then decapitated. You see? Yeah, the thing is, first of all, people have, as you said itself, it's a slow progress. And I think it's way easier to convince people to go vegan that were vegetarian beforehand, because they have this like stepstone to become vegan. The second thing I wanted to say is, well, this is a very good idea to convince people to go vegan or vegetarian, to like argue with people that have no, how's it called, no expertise on the topic. It is still, isn't it kind of exploitative yourself? Exploiting my not knowing, my, how's it called, Unwissenheit, to get people to go vegan. Isn't it like, and I know like the means are good, but how's it called? Well, if you say that education is exploitation, that's a crazy stance, but okay. But they did not educate me before we did this interview. You put me in front of this camera, or you asked me whether I want to be in front of the camera, before I had any prior knowledge to the topic, and then had me argue my standpoint without having prior research, because before being able to educate myself, and now I am standing here in front of the camera, I look basically stupid because... You don't worry about that. Well, I don't have proper arguments that are really convincing. But you look good because you said you want to look it up. You took the resources, and that makes you better than most of the people here, so I can tell you that. And also, it is not to make you look stupid or anything. I understand that it feels weird, but don't you think that when you say that, oh, you want to be prepared before you have a discussion like that, you should be... You should look into that before you eat another animal product then, because having a discussion unprepared is one thing, but decapitating someone else because you are not educated, it has like such a big, tremendous, bad outcome for someone else that is far more worse than just having a debate and to lose it, don't you think? Well, can you repeat? I was a bit in thoughts, sorry. Well, don't you think that when you say that it is bad to have a discussion when you're coming unprepared because of the outcome of it, because you maybe lose the debate or whatever, don't you think that it is more important to educate yourself right now before you buy any animal products whatsoever again, because the outcome would be much worse because someone else would be exploited and decapitated? Well, the thing is, it's not about losing or winning a debate. It's about like being able to defend my. Okay, yeah, that is actually a good point. That is a good point. I will get back to this later. We actually need to go to the TV tower. We have an appointment then a bit.
Yeah, it's fine. Okay, let's stay in touch. You contact me if you want to have an online debate. Prepare yourself. Please look into it, okay? You seem to be a reasonable guy in the end. You're just not prepared, and I fully get it, okay? And I didn't want to piss you off or whatever. I'm just here to hold people accountable, actually, for their non-vegan actions. And I want to catch people in the most unexpected moment because people like to not think about it. People like to blend this out. People like to think that they do good, but at the same time, they never get confronted about what they actually do to these other animals. And I don't think that you are bad people. I don't think that you are against the animals. I don't think that you have a human supremacist mindset, which some people have, which is really disgusting. I recently had someone in front of the camera who was like, yes, I'm a human supremacist. Fuck those other animals. They're here for me. I will exploit and oppress them forever because I can. I don't think that you belong in the same category. I think you're uneducated. That's why I'm here. That's why I'm just trying to blow you away and open your eyes, even in a little bit uncomfortable way. And I know it's uncomfortable, I agree, but that's my strategy, you see? I want to do it like this because otherwise you maybe will forget about the conversation. I don't think you will forget about it soon. All right, then, we'll stay in touch, but we gotta go now. Okay, have a wonderful vegan life then, and before you exploit other animals, look into it because you have the moral obligation. Now you're aware, I pointed you out on it, okay? Just make choices that consider others, okay? Even if they're not human, it's just not fucking fair what we do to them. They don't have a fucking choice. If reasonable people don't change and don't question their own actions. All right. Okay? Have a wonderful life. Bye-bye and see you soon. Oh, okay, Leute. Sagt Bescheid bitte. Sagt Bescheid bitte, Leute. Also Sound noch gut, sehe ich da gerade. Irgendjemand sagt, all das Gequatsche. Also scheint ja der Sound noch gut zu sein. Mega schön. Müssen wir was trinken. Nur englische Gespräche heute, Leute. Tut mir leid, ne? Hallo meine Mods, könnt ihr alle mal diesen Deutschland-Florian-Typen da, der schon wieder sexistische Kackscheiße hier reinpostet, einfach mal blocken? Blockt den einfach mal bitte weg, liebe Mods. Vielen lieben Dank. Sexistische Kackscheiße, Alter, wirklich. Ich hoffe, ein Vogel scheißt dir in dein hässliches Maul. So, Leute. Stündlich stehe ich jetzt hier noch. Es ist fucking kalt. Ich weiß gar nicht, ob ich es so lange noch schaffe. Muss mich vielleicht mal drin kurz aufwärmen. Schauen wir mal. Hi, 5 minutes? Okay. Oh, ich sehe auch gerade, jemand hat irgendwie einen Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Very, very sweet. Danke, danke, danke. Vogelscheiße ist aber nicht vegan. Naja doch, wenn der Vogel freiwillig auf dein hässliches Gesicht scheißt, dann schon. Hat er ja mit Einverständnis gemacht. Leute sind so dumm, ist unglaublich. Also in den Kommentaren auf YouTube immer wieder, aber getriggerte Leute schreiben dann auch immer ganz dumme Sachen. Süß. Oh, ich glaube, ich muss mal die Kapuze aufsetzen. Das ist echt fresh hier. So. Ist schon etwas besser. Geht nicht die ganze Hitze verloren. So, mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein deutsches Gespräch ranbekommen. Neben mir stehen so ungefähr 10 Polizisten, die mich die ganze Zeit angucken. Vielleicht wollen die ja auch mal ein Gespräch führen. So, ich hoffe auch im Chat wird gut diskutiert, warum vegan sein unsere ethische Verpflichtung ist. Macht das gerne mal alle. Und achso, ich habe auch ein paar Worte gesperrt, ist vielleicht schon aufgefallen, die hier in letzter Zeit oft reingepostet wurden. Und ja, werde ich auch in Zukunft so halten. Also wenn hier irgendwelche Sachen reingeschrieben werden, die mir nicht gefallen, kann ich hier einfach sperren. Könnt ihr gar nichts machen. Das ist nämlich mein Account. So, jetzt mal gucken. Noch ein paar Gespräche. Ja, in Deutsch wäre auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut. Aber das wäre ja gerade was.
Ich finde aber, er hat sich ganz gut geschlagen. Ich hoffe, er meldet sich wirklich noch zwecks Online-Debatte, vielleicht vorbereitet. Das wäre natürlich total cool. Hi, habt ihr Zeit? 5 Minuten? Um Tiere. Ja und? Willst du nicht darüber reden? Ja, hier ist die Fleisch. So ein hässlicher kleiner, egal. Nicht ad hominem, nicht ad hominem. Ich versuche die Leute nicht persönlich anzugreifen. Das fällt mir auch teilweise echt schwer, wenn man die Leute dann sieht. Ah. Das Ding ist ja, hässlich war von innen hässlich. Und das strahlt so sehr durch die Augen. Und das meine ich damit eher als das Optische. Auch wenn er natürlich nicht mein Typ war, der kleine Dicke. Ist auch nicht schlimm, dass er dick ist und klein ist, aber ist halt einfach nicht mein Typ. Aber ja, die Hässlichkeit strahlt durch die Augen, wenn Leute hässliche Sachen sagen. Und deswegen habe ich gerade so reagiert. Ist echt kalt. Also ich friere mir auf jeden Fall die Füße ab schon wieder. Ich bin froh, Leute, wenn es Sommer ist, wenn ich hier echt in knapper Kleidung rumstehen kann und mir die Sonne auf meine Haut scheint. Da freue ich mich schon extrem doll drauf. Ich glaube, ich hätte mir halt wirklich das englische Schild mitnehmen sollen. Wobei, ich hatte jetzt auch eine englische Gespräche. Ich hoffe ja, dass durch das deutsche Schild jetzt noch was Deutsches kommt. Aber viele Leute gucken rauf und verstehen nicht, was draufsteht. Es wäre schön, heute nochmal mit vernünftigen Leuten zu reden. Wobei die auch nicht unreasonable waren, komplett. Hi, habt ihr Zeit? 5 minutes? Ja, Leute. Einfach mal scheiß Winter in Berlin. Habt ihr Zeit? 5 Minuten? Sie wollte, er wollte nicht. Ja, echt fröstelig, fröstelig. Ich war auch heute so ganz, ganz schlau und habe mir auch meinen Schal nicht mitgenommen. Mir ist echt ein bisschen frisch um den Hals herum. Und ich habe ja noch meine Bodycam aus Sicherheitsgründen und deswegen kann ich die Jacke nicht ganz zumachen. Aber zumindest habe ich meine coolen Handschuhe, die doch ganz gut helfen. Aber meine armen Füßlis sind leider Gottes ganz, 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 ganz kalt. Und das ist dann immer ein Problem, wenn die Füßlis kalt sind. Ich freue mich schon auf den Sommer in Berlin. Einfach schön. So schön. Nicht mehr lange, Leute. Wir steuern geradewegs drauf zu. Oh, das ist extrem schön. Ja, danach geht es heute übrigens auch noch zu Train of Truth. Also ich werde danach wieder in Züge reinsteigen und werde Material aus den verschiedenen Ausbeutungsindustrien zeigen, wo wir Tiere ausbeuten für Essen, Kleidung, Forschung, Unterhaltung und die Haustierzucht. Und da werden wir den Leuten das einfach so ins Gesicht halten, ihnen das aufzwingen. Zwingen Leute, niemand. Ja, doch, das werden wir machen. Wenn den Leuten das allen zeigen, weil die meisten Leute einfach so ignorant sind und gerne weggucken und das weiter unterstützen, auch wenn sie es sein lassen können. Und dann verteilen wir Flyer, dann führen wir Gespräche. Und das werde ich also im Anschluss hier dran auch nochmal 2 Stunden machen. Und dann ist mein aktivistischer Sonntag auch mal um. Ja, für alle, die es auch nicht mitbekommen haben, ich war hier gestern auch schon. Da ist jetzt aber noch nicht so viel online, kommt aber. Und wir haben hier gestern nämlich Milk verkauft, also Milch von Menschen für Menschen. Hoffentlich kriege ich jetzt hier keinen Copyright-Strike. Ja, und da haben wir nämlich Menschenmilch von Menschen für Menschen angeboten. Die Milk. Hallo, wollen Sie 5 Minuten, haben Sie Zeit? Nein, Warum? eine Minute. Eine Minute, Ja. ganz schnell. Okay, finden Sie, dass wir Tiere respektieren sollten? Entschuldigung, auf Englisch? Should we respect animals? Ja, sicher. Ja? Ja. Sollten, Englisch oder Deutsch jetzt? Eine Mischung. Yeah. Okay. I think we should respect all animals Okay. because animals are very important and they're often more intelligent than we are. Oh, I agree to some extent. Do you think that we can respect other animals when we exploit them?
I think it's very difficult to be morally exploiting animals and also say at the same time that we should respect them, which is the problems that humans have. And of course, everybody who is a human and wants to respect animals should be vegetarian and not wear animal skins and things like that. Yeah, but vegetarians still exploit other animals for their mother's milk, for their eggs and stuff. They're still viewed as resources, as commodities. Do you think this is fair? No, but it's a start. Well, What do you think? I think we should all reject animal commodification and exploitation. We should be on the side of the animals and stop viewing them as resources, which means that we should be vegan. Okay, full power to you. Yeah, can I give you some resources to look into it? No, my friends are vegan. Okay, how many more animals should be exploited for you from now on? Sadly, too many, I fear. Yeah, what do you wish for? Peace. Yeah, then be vegan. Peace only exists when you be vegan. I'm sorry. Anyway, I'm sure someone will speak a bit more with you. Vielen Dank. Ja, schönen Tag. Tschüss. Naja, immerhin war er ehrlich. Immerhin war er ehrlich, Leute. So. Immerhin war er ehrlich. So, genau. Wir haben nämlich hier gestern Humilk, um darauf zurückzukommen, angeboten. Und ja, haben den Leuten erzählt, dass wir Menschen ins Leben züchten, sie künstlich zwangsbesamen, sie also vergebieb und ja, da den Samen dann bei den Frauen reinmachen, unkonsensuell. Dann nach der Geburt nehmen wir die Kinder weg. Wenn es männliche Babys sind, bringen wir die um, weil die können schließlich nicht schwanger werden, keine Milch geben. Dann nehmen wir den Müttern die Muttermilch weg und dann schwängern wir sie wieder und machen das Ganze nochmal. Und wenn die nicht mehr schwanger werden können, schneiden wir die Köpfe ab. Ganz normal. Es sind ja Nutzmenschen. Die haben wir extra dafür gezüchtet. Ist außerdem viel artgerechter, diese Muttermilch. Ist außerdem viel ethischer, weil es ja totaler Abfuck, dass wir das mit anderen Tieren so machen. Und es ist einfach ethischer, wenn wir es dann wenigstens mit unserer eigenen Spezies machen. Ich bitte euch. Ja, und außerdem haben wir es schon immer so gemacht. Und Vitamin B12 und Gott hat gesagt und Proteine und Tradition und persönliche Meinung und Geschmack und Bequemlichkeit und ja, ihr wisst, die ganzen typischen Sachen. Und deswegen machen wir das mit Menschen. Ja. Wir wollen auch bald Menschenfleisch auf den Markt bringen. Wir haben da gerade noch so ein bisschen dieses Hickhack immer mit den scheiß Menschenrechten. Eigentlich haben Tiere keine Tierrechte, sonst könnten wir die ja gar nicht so sehr ausbeuten. Und ja, also ihr seht, wir machen Fortschritte, wir ergründen hier neue Märkte. Humilk, da werde ich auf jeden Fall auch bald mal neues Videomaterial haben. Und ja, wir werden bald auch noch mal Hundefleisch verkaufen, weil die Leute da zumindest schon mal ja, begriffen haben, irgendwie Hunde, Familienmitglieder und so weiter. Ja, aber sie sind halt auch super nahrhaft, schmecken. Ne? Ich meine, die haben zwar auch keine Tierrechte. Wir beuten die ja schon auch für andere Sachen aus, die Hunde. Ne? Wir testen ja an denen in Laboren und so weiter. Wir nutzen die für Haustierzucht aus. Wir benutzen die für irgendwelche Service- und Dienstleistungen, züchten die ins Leben, nur um denen einen bestimmten Job aufzuzwingen. Und da dachten wir uns, ja, dann können wir die ja auch gleich für Essen benutzen. Ne? Also ich meine, wenn wir die schon für die Sachen benutzen, dann noch bitte auch dafür. Hi, 5 Minuten? 4? 3? 2? Nein? Okay. Ja, ja. Ja, also es wird auf jeden Fall nur kälter, aber halten wir hier noch durch. Ja, auf jeden Fall im Chat geht es ja auch schon ordentlich ab. Teilweise auch wieder so viele Nachrichten, dass ich gar nicht so sehen kann, die ganzen Kommentare. Aber ich glaube, das ist sowieso nichts Fundiertes erstmal mit dabei von der nicht-veganen Seite aus. Also ja, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt an mich, schreibt sie jetzt gerne. Ich gucke jetzt kurz rauf. Beeilt euch. Grüne Herzen gebe ich nur zurück. Ja, wieder ganz viele schlaue Kommentare, wieder sexistische Kommentare. Es ist einfach süß, was für Low-Level-Menschen sich jedes Mal wieder in den gleichen Kommentaren. Also ich frage mich auch immer, sind es immer die gleichen Menschen? Habt ihr alle keine Arbeit? Was ihr mir auch immer schreibt, lustig. Ja, wie die Leute wissen, ey. Ach, guck mal, eine Drohung auch von irgendeinem Typen. Ja, komm mal her, komm her. Komm
Komm her, ich bin jetzt noch über eine Stunde bin ich noch hier. Ich bin hier am Brandenburger Tor, wie du siehst. Ich bleib hier auch stehen. Jetzt spring auf und beweg deinen Arsch hierher. Komm. Ja, komm, mach dich auf den Weg. Ich habe richtig Bock drauf, richtig Bock drauf. Ihr macht euch alle so lächerlich. Aber ja, you do you, ne? Also, wenn ihr glaubt, dass das der Way to go ist, ihr sexistischen kleinen Mäuslis. Ja. Das ist mal ein Foto nebenan gemacht. So, ich schaue wieder rauf. Also, falls noch irgendwas ist, könnt ihr jetzt kurz reinschreiben. Ist auf jeden Fall witzig, weil ich gucke ja auch ab und an mal bei Chip rein, meinem Kumpel aus Amsterdam, der auch Straßenoutreach macht. Und der kriegt nicht so viele sexistische Kommentare. Woran das wohl liegt? Wahrscheinlich, weil er einen Penis hat. Muss ich respektieren bei Penis. Respekt, weil keine Frau. Lass mir von Frauen nichts sagen. Frau auf Straße hat Meinung. Muss schreiben. Wann Onlyfans? Wann. Süß. Ich finde es auch ein bisschen lustig, weil ihr unterhaltet mich halt auch extrem doll damit. Aber es ist halt auch gleichermaßen so ein bisschen voll nicht intellektuell. Einfach null intellektuell stimulierend. Einfach null irgendwas. Einfach nur, ja, sad. So, und jetzt wäre noch ein deutsches Gespräch ganz gut. Ja, der Anfang war ganz gut, ne? Da haben wir ganz viele Leute nacheinander gehabt. Und manchmal ist eben ein bisschen Leerlauf, aber das ist normal. Oh, vielleicht heute noch ein paar reasonable people, die wir hier finden. Schauen wir mal. Ihr könnt ansonsten auch ja, einfach in den Kommentaren natürlich weiter diskutieren. Ich kann auch gleich nochmal für die ganzen Leute, die jetzt hier drin sind und sagen, vielleicht können wir auch nochmal die Rückseite durchgehen. Hatten wir schon mehrfach, aber schaden wird es ja anscheinend nicht. Also wer sagt, dass er gegen die Ausbeutung von Tieren ist, der kann jetzt einfach mal kurz weghören. Hi! Soziales Experiment? Ja, 5 Minuten einer Zeit, vielleicht auch 10. Kommt drauf an. Hast du Bock? Ist okay, wenn du live auf meinem YouTube bist? Was ist das Thema? Tiere. Hast du Bock? Tiere, ja, klar. Ja, okay. So, dann kommen wir hier rein. Wie ist der Name? Mein Name ist Reik. Ja, warte, kannst du noch einschreiben? Ja, klar, logisch. So, okay. Ja, wie war dein Name nochmal, Reik? Reik. Ja, schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alex. So, da Alex. steht's. Genau. Okay. Was hältst du denn von Tieren? Findest du, dass wir sie respektieren sollten? Ja, ich finde, wir sollten Tiere respektieren. Ja. Findest du, dass wir Tiere respektieren können, wenn wir sie ausbeuten? Nein, ich finde nicht, dass wir Tiere respektieren, wenn wir sie ausbeuten. Ja, das finde ich eine sehr schöne Antwort. Die geben nicht alle an der Stelle schon mal, da bist du schon mal weiter als die meisten. Findest du es fair, wenn wir andere Tiere als Ressourcen betrachten, auch wenn wir das sein lassen können? Nein, es ist nicht fair. Okay, jetzt eine schwierige Frage. Konsumierst du dann selber noch tierische Produkte oder beteiligst dich an Tierausbeutung? Mit Fleisch, Käse, Eier, Leder, Wolle, Zoobesuche, irgendwie sowas? Ja, ich beteilige mich daran. Okay. Und jetzt, wo ich dich da so ein bisschen drauf hingestoßen habe, wie findest du das? Ja, der Widerspruch ist mir durchaus bewusst. Ich glaube, dass die Industrie, wie sie sich entwickelt hat, dass das in eine falsche Richtung geht. Ich will damit grundsätzlich nicht verteufeln, dass man tierische Produkte benutzt. Ich denke einfach, dass die Industrie in der Art und Weise, wie sie sich richtet, dass das nicht fair ist. Okay. Und aus Sicht der Tiere, auch der einzelnen Tiere, die jetzt nicht nur in irgendeiner großen Industrie sind, sondern auch auf den kleinen besten Höfen, wir gehen mal vom besten Szenario aus, okay? Also der beste Bio-Bauernhof, Freilandhaltung nebenan, küsst seine Tiere mit Zunge zu Tode, okay? Also findest du das aus Sicht der Tiere fair, dass sie dort weiter als Ressource benutzt werden? Das ist jetzt die Frage, wie man in dem Moment Fairness definiert. Fairness im Sinne von, würdest du mit ihnen gern tauschen wollen? Also sobald du nicht mehr wirtschaftlich profitabel bist, zum Beispiel schneiden wir einfach den Kopf ab. So. Ich weiß nicht, ob in dem Beispiel das hundertprozentig richtig ist, zu sagen, okay, ich tausche in dem Moment mit diesen Tieren und nehme das entsprechend als Fairness an. Ich weiß auch nicht, ob zu sagen ist, in dem Moment, wo sie nicht mehr wirtschaftlich profitabel sind, weil es ist ja, wenn man das auf den Hof nimmt, ein Teil des wirtschaftlichen Modells des Hofs, wenn man es so nimmt. Genau. Also das ist ja in der Gesamtrechnung. Es ist ja nicht so, okay, ich habe jetzt keinen Nutzen mehr aus dem Tier, deswegen töte ich es und verwende es dann für
für einen sonstigen Nutzen und so weiter. Ja. Also ich glaube, da ist der Begriff Fairness, weiß ich nicht, ob er hundertprozentig in dem Moment richtig ist. Ja, also genau darum geht es ja. Ne? Also diese Tiere, die wir als Ressourcen betrachten, du hast ja schon gesagt, dass du dagegen bist, dass wir eigentlich keine anderen Tiere als Ressourcen betrachten sollten. Aber in dem Moment, wo wir sie für unseren eigenen Vorteil ins Leben züchten, ausbeuten und in unserem Interesse uns nur um die kümmern, tun wir ja genau das. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob ich das hundertprozentig genauso gesagt habe. Was ich gesagt habe, ist, dass die Industrie nicht, dass ich das entsprechend nicht fair finde, dass wir da sozusagen kein, ja, ich weiß nicht, ob tierwürdiges Leben da jetzt der richtige Begriff ist, aber die Art, ich finde, es ist nochmal ein deutlicher Unterschied, ob ein Tier in einer Art und Weise, in der es auch gut behandelt wird, auf einen Hof großgezogen wird oder ob es letzten Endes halt wirklich nur noch rein als Ware betrachtet wird. Okay. Ich meine, wenn man mit jemandem spricht, der einen Hof betreibt, der Tiere entsprechend auch als Teil seines Lebens züchtet, großzieht und dann auch in den kompletten Verarbeitungsprozess des Tieres damit beteiligt ist. Ich glaube, das ist nochmal ein komplett anderer Unterschied wie jemand, der wirklich nur rein als industrielle Ware ein Tier behandelt. Okay, aber du hast es ja gerade schon selber gesagt, ne? Diese Tiere, also gerade die wir für Essen und Kleidung und Unterhaltung ausbeuten, die werden ja für einen speziellen Zweck ins Leben gezüchtet, nämlich damit wir sie ausbeuten können, auch wenn wir es sein lassen können. Was denkst du, was ist fairer? Gut, jetzt schmeißen wir wieder rein hier Essen, Kleidung und Unterhaltung. Ich glaube, für Unterhaltung ist die Frage, okay, was mache ich wirklich mit den Tieren? Also ich meine, wir nutzen auch Menschen für Unterhaltung und das ist Konsensuell. Konsensuell. Und ich glaube auch, dass durchaus, wenn ich Menschen kenne, die mit Tieren umgehen, dass das auch etwas Schönes für die Tiere sein kann hier in der Arbeit. Also ich glaube da jetzt immer das Bild vom Zirkuselefanten, der gequält wird, reinzuwerfen zum Hund, mit dem ich spiele, was ja auch im Endeffekt für mich Unterhaltung ist. Das sind auch immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe in dem Moment. Also da dann unmittelbar die zwei Dinge zu nehmen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist natürlich nochmal was anderes, auch wenn es jetzt gerade um die Begleittiere geht, die wir bestenfalls und einzigenfalls doch bitte aus dem Tierheim zum Beispiel retten, dass wir dann natürlich auch Zeit mit denen verbringen, mit ihnen spielen, weil es ist ja wie mit Kindern auch, mit denen sollen wir auch Zeit verbringen und spielen. Das heißt ja nicht, dass wir sie für unsere Unterhaltung ausbeuten, das machen wir ja nicht. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es bei Tieren so ist, wenn wir ein gutes Miteinander pflegen und füreinander da sind. Es geht speziell darum, nur ein Beispiel von vielen, dass wir Pferde ins Leben züchten, um sie für Pferderennen auszubeuten. Sobald die nicht mehr schnell genug sind, einmal hinfallen, sich ein Bein brechen, verarbeiten wir die dann zu Tierfutter. Also das ist ja genau das Gleiche. Die werden in den gleichen Schlachthäuser geschickt, werden auch geköpft, zerstückelt, zerfleischt, verpackt. Das ist ja wie auch mit den Tieren, die wir für Kleidung ins Leben züchten, ausbeuten, unterdrücken und so weiter und auch für Essen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir auf der einen Seite, ich hole mal hier kurz meine kleine Tilda raus, die kleine Süße. Wir haben jetzt hier die kleine Tilda und die kleine Tilda wird jetzt in diese Welt geworfen und wir gucken jetzt also auf Tilda rauf und sagen, du bist hier für mich zum Ausbeuten, damit ich erstmal zwangsschwängern kann, dann nehme ich dir die Kinder weg, töte die männlichen Kälber, damit ich deine Muttermilch nehmen kann, weil ich deine Muttermilch dann trinken will. Findest du das aus Tildas Sicht in Ordnung, wenn wir es auch sein lassen können? Dieser komplette industrielle Prozess, den finde ich wiederum nicht in Ordnung. Genau, also genau das passiert ja auch auf kleinen Höfen. Wie gesagt, wir gehen vom Best-Case-Szenario aus. Kleine Tilda lebt auf dem Bio-Freiland, supi-dupi, alle Tiere leben glücklich, Bauernhof. Die hat nie gelitten, die wird nie gequält, die hat nie ein bisschen Schmerz empfunden, die wird beste Medikamentversorgung, alles Mögliche. Tilda hat aber immer noch den Status, dass sie als Ressource gilt, als Eigentum und eine Nummer im Ohr hat, wie so ein Sklave. Findest du, dass, wenn wir Sklaven gut behandeln, dass das eine gute Rechtfertigung für Versklavung ist? Das ist jetzt argumentativ ein gewisses Problem, weil wir jetzt mit diesen Sklaven verknüpfen wir etwas aus einer menschlichen Geschichte, wo wir andere Menschen miteinander ausgebeutet haben. Und wo ich sage, dass die in Großteilen der Menschheitsgeschichte niemals in so einer guten Art und Weise behandelt wurden und es auch von unserem jeglichen Menschenbild hier komplett verwerflich ist. Also ich verstehe jetzt die Argumentationskette zu sagen, okay, ich setze jetzt in dem Moment Tiere gleich. Es ist ja dann die Tierrechtsdiskussion letzten Endes. Genau, sehr gut, komplett richtig, weil wir haben ja daraus gelernt, aus dem transatlantischen Sklavenhandel beispielsweise und haben dann daraus geschlussfolgert, oh, wir dürfen das mit anderen Menschen nicht machen, weil das ist ja nicht in deren Interesse.
deswegen brauchen die Menschenrechte. Und da gab es früher auch Leute, so wie mich, Abolitionisten, die gesagt haben, wir müssen mit der Scheiße aufhören. Jetzt, die dürfen nicht versklavt werden, die dürfen nicht das Eigentum von wen anders sein, egal wie gut wir die behandeln. Und dann gab es eben auch die Menschenwohler, ja, also die Welfarists sozusagen, die gesagt haben, solange wir unsere Sklaven gut behandeln, solange wir denen ein tolles Zimmer geben, gutes Essen geben, die gut behandeln, nett zu denen sind, ist doch vollkommen in Ordnung, die zu versklaven. Und jetzt haben wir Leute, die auch sagen, ja, solange wir Tilda gut behandeln, sie gut streicheln, beste Leben geben, beste Essen geben, total in Ordnung, sie zu versklaven. Die Parallelen sind halt da, weil es dieselbe Sache ist. So, weil rechtlich gesehen sind die unser Eigentum. Und ich frage mich nur, wenn wir das auch sein lassen können, ob es nicht Zeit ist, die Sklaverei der Tiere jetzt nochmal zu beenden. Ja, ist eine Argumentationskette, die nachvollziehbar ist. Ja? Okay, dann schwierige Frage von Tilda an der Stelle. Wie viele Tiere sollen denn für dich ab jetzt noch ausgebeutet werden? Also ich denke, dass ich mein Verhalten trotzdem nicht ändern werde. Die genaue Anzahl, wie viele Tiere dann für mich ausgebeutet werden, kann ich auch nicht nennen. Was wünschst du dir? In Bezug auf das Thema? Ja. Ich wünsche mir, dass wir allgemein... Du, deine Werte, nicht allgemein sozial. Du. Nicht die Welt, nicht andere, nicht die Gesellschaft. Du. Ich wünsche mir, dass wir Tiere besser behandeln. Dass du Tiere besser behandelst? Also ich behandle Tiere in meinem Umfeld grundsätzlich gut. Okay, und du bezahlst dann aber für ihre Unterdrückung eine Ausbeutung? Ich bezahle dafür, dass Tiere auch im Endeffekt als Produkt verwendet wurden. Ja. Und wir haben ja am Anfang schon gefragt, Tiere respektieren, ja nein, du meintest ja, können wir Tiere respektieren, wenn wir sie ausbeuten, du meintest nein. Also handelst du gerade gegen deine eigenen Werte, ha? Wenn wir von vornherein diesen Grundsatz nehmen, dass wann immer ich ein Tier für ein Produkt verwende, dass das gleichzeitig Ausbeutung ist, dann ja. Wenn wir das Ganze eine gewisse Grauzone zugestehen und eine Unterscheidung zwischen zwischen guten Höfen machen, einer tierwürdigen Behandlung, auch über das komplette Leben eines Tieres nehmen, zu einer industriellen Verarbeitung von Tieren. Ich glaube, dann sieht die Frage schon anders aus. Also erstmal, das komplette Leben eines Tieres findet ja sowieso nicht statt. Ne? Es gibt ja das Schlachtalter. Ab dem Punkt ist es ja nicht mehr wirtschaftlich rentabel, diese Tiere weiter am Leben zu erhalten. Und das heißt, wir töten die Tiere sowieso nur an einem Bruchteil ihres Lebens. Also die dürfen ja nicht alt werden. Wir essen ja keine alten, kranken Tiere, das machen wir ja nicht. Ne? Wir bringen die ja alle sehr jung um. Wenn wir von Schlachttieren beispielsweise sprechen, wenn wir jetzt beispielsweise von Tieren, die geschlachtet werden. Ja. Genau, wenn wir jetzt beispielsweise Polizisten stehen, hinter uns hier von Polizeihunden sprechen, dann führen die ja ihr komplettes Leben. Also die haben letzten Endes ihr Arbeitsleben, für was sie ausgebildet und so weiter wurden. Ja. Und wenn sie mit ihrem Arbeitsleben dann letzten Endes irgendwann in Rente gehen, weil sie ihren Beruf hier aus biologischen Gründen nicht mehr umsetzen können, dann gehen sie ja auch mit denjenigen, der das Tier bezeugt hat, nach Hause und führen dort weiter. Und das ist ja auch die Frage hier. Ist ein Polizeihund jetzt ein Tier ausnutzen? Ja. Wir züchten sie ins Leben und dann zwingen wir sie dazu, einen Job zu machen, sich in Gefahr zu geben, sich vor den Menschen zu schmeißen, irgendwo hinzurennen, damit sie Kugeln vor dem Menschen abfangen können, um zu gucken, ob da irgendwo alles sicher ist, um andere Menschen anzugreifen, den Menschen zu beschützen. Also wir beuten die schon aus, wir benutzen sie als Waffe. Also diese Hunde setzen wir als Waffe ein, die werden auch als Waffe registriert sozusagen. Also die sind auch scharf, die Hunde, oder nicht, heißt es in diesem Jargon speziell. Ne? Also wir beuten sie halt als Gegenstand auch da aus. Ne? Also klar haben wir zu Hunden, zumindest in unserem Breitengraden, ein anderes Verhältnis, weil wir sie als Haustiere oder als Begleittiere teilweise schon etwas mehr als Person anerkannt haben. Allerdings beuten wir auch Hunde und Katzen in unseren Breitengraden für die Forschung aus. Wir testen an Beageln immer noch, ob Zigaretten wirklich krebserregend sind. Immer noch. Setzen wir Masken auf, pumpen da tagelang Rauch rein. Wir beuten sie immer noch für die Haustierzucht aus. Ja, also wir zwangsschwängern sie, wir zwingen sie, sich miteinander zu paaren. Wir nehmen die Kinder weg, wir trennen Geschwister, wir verkaufen sie, wir handeln sie wie Ware. Also das passiert ja immer noch. Aber speziell auch mit den Tieren, die am meisten im Durchschnitt von Leuten unterdrückt und ausgebeutet werden, speziell für Essen, Kleidung, also halt Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner, weiß ich nicht, Hasen, Truthähne, diese ganzen Tiere. Speziell bei denen ist es ja nun mal so, dass wir sie on top auf dieser
Ausbeutung und dieser Züchtung für einen bestimmten Zweck, dass wir sie dann in einem Bruchteil ihres Lebens halt köpfen. So, weil ein Bauer kann sich halt nicht leisten, zu viele Tiere zu haben, weil die kostenintensiv sind. Er kann es sich auch nicht leisten, ein Tier einen Tag zu lange zu haben, weil die zu kostenintensiv sind. Und demnach ist da sehr genau kalkuliert. Ab dem Moment nimmst du halt kein Gramm mehr zu, Kopf ab. So, weil dann ist dein Schlachtalter erreift. Bei Schweinen, was denkst du, wie alt werden Schweine so? Das kann ich nicht sagen. Die werden mit 6 Monaten in Gaskammern gesteckt. Mit 6 Monaten. Ja, und das ist ja eine industrielle Behandlung von Tieren. Das ist auch auf kleinen Höfen so. Wie gesagt, wir gehen vom besten Hof immer auf. Das ist ja nichts mit der großen, bösen Tierindustrie. Die ist sowieso scheiße. Das sagen mir alle Leute, das stimmen mir auch alle Leute zu. Alle Leute sind gegen Massentierhaltung. Deswegen sage ich, wir gehen vom Besten aus, okay? Was denkst du so bei Kühen, die wir für ihre Muttermilch ausbeuten? Wie alt werden die so auf dem besten Hof? Das kann ich auch nicht sagen. Ja, irgendwas zwischen 6 und 8 Jahre, obwohl die zwischen 25 und 35 Jahre alt werden können. Ne? Also weil wir zwangsschwängern die ja immer wieder, nehmen immer wieder die Kinder weg und irgendwann können die nicht mehr schwanger werden, weil ihre Körper so ausgelaugt sind und dann schneiden wir ihnen die Köpfe ab und ersetzen sie mit einer Nachzucht. Ja, findest du, dass es deinen Werten entspricht? Nein, das entspricht meinen Werten nicht. Dachte ich mir schon. Weil meine Frage an dich ist einfach, übrigens finde ich es super angenehm, mich mit dir zu unterhalten, weil du vernünftige Fragen stellst und auch vernünftige Antworten gibst und reflektiert genug zu sein scheinst und auch deine Körpersprache sehr entspannt ist. Und ich habe nicht viele Gespräche dieser Art, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die meisten sind wirklich eher aggressiv und die meisten Leute verteidigen Tiere, abstechen und unterdrücken auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Das möchte ich hier bloß mal kurz anmerken. Ich denke, dass so wie mein Eindruck ist, und ich rede wirklich mit vielen Leuten auch online, ich glaube, dass du eher ein Mensch bist, der es nicht auf die Tiere abgesehen hat, der sie nicht böswillig unterdrücken will und der sich nicht für erhaben und was Besseres hält, nur weil er ein Mensch ist, oder? Ja, kann man so zustimmen. Ja. Findest du, dass wir dann in der Verpflichtung sind, Tiere, also andere Tiere, wir sind ja auch welche, gleich zu berechtigen auf Basis gemeinsamer Interessen, wie das Interesse am Leben bleiben zu wollen, das Interesse nicht leiden zu wollen, das Interesse Ruhe und Frieden zu haben, das Interesse nicht von der Familie getrennt zu werden, nicht als Ressource benutzt zu werden? Sollten wir sie deswegen gleichberechtigen? Ich denke, wir sollten Tieren grundsätzliche Rechte zugestehen und auf jeden Fall auch sicherzustellen, dass Tiere nicht leiden. Ja, das finde ich auch. Und grundsätzliche Rechte wären dann ja Tierrechte, das Recht darauf in erster Linie, ich hole Tilda noch mal raus, nicht versklavt zu werden, nicht als Ressource benutzt zu werden und das Recht darauf, auf körperliche Freiheit, auf Unversehrtheit, ja, also dass wir sie quasi nicht in unserem Interesse einfach benutzen. Weil das, was wir mit den Tieren machen, auf dem besten Bio-Freiland, super supi-dupi-Bauernhof, ist ja immer noch nur in unserem Interesse, nicht in deren Interesse. Und dann ist die Frage, auf welcher Seite willst du denn von jetzt an stehen? Willst du auf der Seite stehen, die immer noch Tiere für eigene Interessen ausbeutet und unterdrückt, oder auf der Seite, die für die Tiere einsteht und sie gleichberechtigt und sie nicht mehr unterdrückt und ausbeutet? Weil aus deren Perspektive... Ich denke, da sind wir halt wieder genau in dem Problem, wenn ich halt in einem kompletten Schwarz-Weiß-Denken bin. Dann sage ich, okay, gut, dann muss ich mich für Tiere entsprechend einsetzen, dass wir in keinster Art und Weise irgendwie Tiere ausnutzen, für Tiere irgendetwas verwenden oder sonstiges. Wenn ich sage, okay, ich lasse eine gewisse Grauzone in der Mitte zu und sage, okay, das wäre ein möglichst Tier, den Tier so viel Wohlergehen wie irgendwie möglich zu gestehen, dann sehe ich mich in der Richtung zu, dass wir den Tieren möglichst viel Wohlergehen zugestehen. Aber ich sage nicht, dass wir einen hundertprozentigen Verzicht darauf üben sollten. Einfach als Gegenfrage, bist du schon mal von einem Tier angegriffen worden? Also es geht hier um Survival-Situationen, die du jetzt ansprechen willst, nehme ich mal an. Ja, wurde ich schon mal, und ich finde es auch legitim, sich da zu wehren, um das eigene Lebensinteresse zu schützen. In einer Überlebenssituation, by the way, würde ich auch dich essen, falls das die Folgefrage jetzt ist, ja. Aber nee, das wollte ich dich schon gar nicht fragen. Okay. Aber der Punkt für mich einfach ist, Menschen sind auch Tiere. Und wir sind irgendwann mal in einer historischen Situation erwachsen, dass wir so ziemlich alles als Nahrung verwerten, was uns irgendwie vor die Füße gekommen ist und uns dazu Werkzeuge geschaffen haben. Wir sind ein unglaublich erfolgreiches Tier, deswegen haben wir es ja irgendwie mal geschafft, hier den Planeten bis kurz vor die Zerstörung zu verändern. Die Frage ist jetzt für mich, okay, treffe ich jetzt die hundertprozentige Entscheidung, dass ich keine
keinen Nutzen von tierischen Ressourcen mehr nehme und den Begriff weiterfasse und sage, okay, wo ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, hier habe ich kein Leben mehr, das ich betrachte. Ich meine, wir können genauso Pflanzen als ein Leben betrachten und wir züchten dann genauso Pflanzen, um sie Den Tieren zu verfestigen, die ganz, ganz viele Pflanzen essen, ne? Ja, das ist richtig, unter den Tieren, aber auch hier in irgendeiner Art von irgendetwas müssen wir uns ernähren. Das ist der Punkt. Jetzt mal in der Frage, okay, wenn ich jetzt in dieses komplette Schwarz-Weiß-Denken verfalle und sage, ich nehme nichts mehr als Ressource, was ich in irgendeiner Art und Weise Leben zuordnen kann. Ich kann dir auf alles antworten. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay, mehrere Sachen, bevor ich es vergesse. Das eine ist, aus Sicht der Tiere ist es eine Schwarz-Weiß-Angelegenheit. Genauso wie aus deiner Sicht. Entweder wirst du ausgebeutet oder nicht. Entweder sieht man dich als Ressource an oder nicht. Da ist kein Graubereich. Wenn du sagst, ja, solange es den Tieren gut geht, bist du auf der gleichen Seite wie die Leute, die früher gesagt haben, solange wir unseren Sklaven gutes Zimmer geben, gutes Essen geben, es ist genau die gleiche Sache. Dass wir sagen, solange der Sklave gut behandelt wird, aber macht es die Sklaverei in Ordnung? So, das ist erstmal der erste Punkt. Ja? Der zweite Punkt ist, dass der Unterschied zwischen uns, den anderen Tieren und Pflanzen ist ein wesentlicher Unterschied, nämlich dass Pflanzen keine eigenen Interesse haben. Sie haben keine subjektive Lebenserfahrung, kein Gehirn, kein zentrales Nervensystem. Sie haben keine subjektive Lebenserfahrung, währenddessen du, ich und Tilda, die haben das auf jeden Fall. Das heißt, wir merken, was man mit uns macht. Pflanzen reagieren auf Stimuli, Pflanzen sind biologische Maschinen, die super viele Sachen können. Okay, das ist ja die Einstellung, die jemand gegenüber Tieren vor 100 Jahren auch noch hatte. Ja, ich sag, es ist der wissenschaftliche Stand der Dinge und wir können uns ja nur nach dem richten, was der aktuelle Stand ist. Wir wissen ja nicht mehr als das, was wir jetzt wissen. Und von dem jetzigen Stand der Dinge wissen wir, dass Pflanzen nicht empfindungsfähige Lebewesen sind. Lebewesen ja, die 4 können. Ja, die können auch sterben, deswegen Lebewesen, die auch sterben können. Aber sie sind eben nicht in der Position, dass sie eine subjektive Lebenserfahrung haben, eigene Interessen, die schützenswert sind, wie das Interesse, keinen Schmerz empfinden zu wollen, weil sie haben ja keine Schmerzrezeptoren. Sie haben kein Gehirn, um Schmerz zu verarbeiten. Das ist ja nicht da. Eine Pflanze kann ich in 2 schneiden, in Wasser stellen, dann habe ich 2 Pflanzen. Wenn ich dich in 2 schneide, bist du tot, dann kannst du nichts mehr. Wenn ich Tilda in 2 schneide, genau das Gleiche. Das ist ein kleiner Unterschied. Ne? Und das Ding ist... Wenn ich einen Regenwurm in 2 schneide? Ja, bei Insekten und bei manchen ganz kleineren Tieren, da gibt es Tatsache so eine Art Graubereich. Und da komme ich genau noch zu der Beantwortung deines letzten Punktes. Es nennt sich der Suizidfehlschluss. Das bedeutet also, ja, wenn es danach geht, dürfen wir gar nichts mehr konsumieren und dann müssen wir alle sterben. Okay, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Das läuft dir darauf hinaus. Ja? Das Ding ist, die Definition des Veganismus, also erstmal, weißt du, was Veganismus an sich ist? Kannst du es in eigene Worte fassen? Was bedeutet das? Was ist das? Ja, dass ich ein Leben führe, in dem ich auf tierische Produkte verzichte. Das ist die Konsequenz daraus. Veganismus ist eine Philosophie, die innere Einstellung, bei der wir die Ausbeutung und Unterdrückung anderer Tiere ablehnen. Und folglich fressen wir sie nicht, wir tragen sie nicht, wir benutzen sie nicht für Experimente, für die Haustierzucht, für Transport, für was auch immer. Laut Definition, soweit es praktisch umsetzbar und möglich ist. Das heißt also klar, wir kommen alle an einen Punkt, wo es in dieser nicht veganen Welt, wo Tiere überall mit reingemischt sind, unmöglich ist, darauf zu verzichten. Hier in Beton, in irgendwelchen Straßen ist Kuhfett mit drin. Also theoretisch ist es nicht mal vegan, hier rumzustehen. Weißt du, was ich meine? Mein Handy, da irgendein Klebstoffpulver ist da noch drin, was auf tierischer Basis ist, weil es keine Alternative gibt, weil ich ohne Handy nicht lebensfähig bin in dieser modernen technologischen Welt. So, weil mein Beruf darauf aufbaut, dass ich Geld verdiene, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und so weiter. Es ist super viel, was nicht vegan ist, worauf wir nicht verzichten können. Das gibt uns aber nicht die Rechtfertigung, an anderen Stellen, wo wir Alternativen haben, drauf zu scheißen. Weil die Frage ist halt, wenn du die Wahl hast zwischen ein Tier ausbeuten und nicht, wo es einfach ist, ja, im Supermarkt, wenn du reingehst, so, wie kann man es rechtfertigen, dann andere zu unterdrücken und auszubeuten, auch wenn wir es sein lassen können. Und aus deren Perspektive gibt es halt einfach keinen Graubereich, weil entweder ist dieses Tier ins Leben gezüchtet, das ist jetzt hier, um ausgebeutet zu werden, oder nicht. Und du gibst das ja in Auftrag. Das heißt, jedes Mal, wenn du tierische Produkte kaufst, sagst du, mach mehr davon und dann passiert das in deinem Namen. Also das heißt, dieser Graubereich, den sich viele Leute herbeiwünschen, den viele Leute vielleicht auch aus dem idyllischen Bauernhofbuch kennen, was wir als Kinder alle gezeigt bekommen haben, das ist halt eine Lüge. Ne? Da fehlt ja mehr als die Hälfte da drin. Ich habe so ein Bauernhofbuch zu Hause, ich habe das letztens mal durchgenommen. Und alles, was da drin steht, ist so, guck mal, hier leben die Tiere, die sind alle Freunde, guck mal, wie gut es denen geht, die Kuh macht Mu, das Schwein macht Oink. Ja, und was passiert davor und danach mit denen und dazwischen, zwischen diesen idyllischen Bildern, das wird uns halt nicht beigebracht, weißt du? Okay. Das habe ich ganz viel gesagt. Nee, also ich verstehe deinen Punkt. Ja? Voll und ganz, ja. Also willst du weiter an der Versklavung und Ausbeutung der Tiere teilnehmen? Ja, ich werde weiterhin tierische Produkte konsumieren. Und
versuche das Ganze, so wie auch vorher schon, mich in irgendeiner Art und Weise daran zu orientieren, dass man möglichst dass es ein nicht exzessiver Konsum ist. Ich glaube, da ist ein riesiges Problem dahinter. Und das Ganze in irgendeiner Art und Weise so weit nachvollziehbar ist, dass es den Tieren zumindest ein Mindestwohl entgegengekommen ist und sie nicht unter den absolut erbärmlichsten Bedingungen behandelt wurden. Okay, also wie gesagt, der super beste Bio-Freiland-Bauernhof. Und sobald die aber nicht mehr wirtschaftlich profitabel sind, schicken sie ins Schlachthaus, wo wir sie in Gaskammern stecken, Elektroschocken und sie köpfen und sie abstechen. Und das passiert, das ist das Beste, was es gibt. Und das sind deine Werte? Auch wenn du es sein lassen kannst? Nein, das sind nicht meine Werte. Ich werde jetzt drüber nachdenken. Aber ja, okay. Okay. Ich werde dir jetzt noch einen Flyer mitgeben. 2 abschließende Fragen habe ich noch. Okay, du verstehst, dass solange du nicht vegan lebst, dass du an Tierausbeutung beteiligt bist, ja? Ich verstehe, solange ich nicht vegan lebe, dass Tiere für mich verwendet werden, ja. Tiere werden für dich ausgebeutet, genau. Und du verstehst auch, dass du jetzt sofort damit aufhören kannst, ja? Nicht ablenken lassen. Ne, du hast ja selber gesagt, ich kann ja nicht sofort damit aufhören, weil in irgendeiner Art und Weise diese Welt irre. Das, wo du Alternativen hast, darum geht's. Ich weiß, dass es Alternativen geben kann und ich bin auch durchaus vorher schon auch bemüht, Alternativen zu nutzen. Okay. Dann gebe ich dir jetzt noch einen Flyer mit und ich hoffe, dass du das Gespräch nochmal Revue passieren lässt. Du kannst es dir auch auf meinem YouTube anschauen. Ich gebe dir gleich noch eine Karte mit, wo du es nochmal schauen kannst, okay? Und ich hoffe, dass du, Entschuldigung Leute, wenn es hier so laut ist, hier ist gerade irgendeine Aufführung, die irgendwie ganz laut ist. Ich sehe gar nicht was. Und ich hoffe, dass du nochmal reflektieren kannst, weil deine Werte sind Tatsache irgendwo vegan. Irgendwo da drin ist etwas, wo du diese Ungerechtigkeit anerkannt hast in diesem Gespräch, wo du verstanden hast, worum es hier geht, nämlich das andere zu versklaven, wenn wir es nicht machen müssen, scheiße ist. Du bist momentan noch auf der reduktionistischen Seite, das heißt also, du bist für erstmal weniger und dann irgendwie so. Ich bin Abolitionistin, die Scheiße muss jetzt aufhören. Ich würde mir das auch wünschen, dass es jemand in meinem Namen sagen würde, wenn ich an deren Position wäre. Und ich glaube auch nicht, dass du mit den Tieren tauschen wollen würdest. Und mehr als das kann ich dir nicht mitgeben, außer die Bitte, dass du über deine eigenen Werte nachdenkst und nach ihnen handelst, okay? Alles klar. Okay, das hat mich sehr gefreut, weil ich gebe dir noch einen Flyer mit. Halt es mal bitte kurz. Ja, genau. Das war sehr laut gerade. So, den gebe ich dir mit. Bitte auf der Rückseite, ein Klick entfernt, wird dich zu einer Dokumentation leiten, die heißt Dominion. Ich bitte dich, sie dir anzuschauen, damit du mal deinen Opfern in die Augen blicken kannst. Ja, die sind auch von den besten Bio-Freilandhöfen. Im Übrigen mache ich auch Undercover-Investigationen. Halt es mal kurz in meine Richtung. Ich muss hier noch eine Karte für dich rausholen. Im Übrigen mache ich auch Undercover-Investigationen auf den besagten Freiland-Bio. Wir streichen unsere Tiere zu Tode Höfen und ich bringe darüber einen Film raus dieses Jahr noch. Auch die Meta-Höfe, ich war auf diesen ganzen, wo alle Leute sagen, das ist das Beste vom Besten. Es ist überall die gleiche abgefuckte Scheiße. Man verarscht dich, damit du dich dabei wohlfühlst, diese Produkte zu kaufen. Diese Labels Tierwohl auf toten Tieren, die da drauf kleben, sind nur da drauf, damit du das Produkt kaufst. Das ist ein Business, kein Service, so ein Bauernhof, das musst du verstehen, ja. Also es ist nicht im Sinne der Tiere, was wir da machen, ganz im Gegenteil. Ich bin nur hier, weil ich mich für sie einsetze, in der Hoffnung, dass ich auf vernünftige Leute wie dich treffe, die hoffentlich auf die Seite der Tiere wechseln und mit mir zusammen zumindest sie nicht mehr unterdrücken, vielleicht sogar eines Tages mit mir zusammen für sie kämpfen. Okay, hat mich gefreut. Schönen Tag dir, ciao, ciao. So Leute, heute führen wir hier längere Gespräche. Also hier auf jeden Fall extrem dramatisch. Hallo! Hi. Hi. Hi! Deine Mods haben das ja gar nicht im Griff. Nee! Du musst mich unbedingt zum Mod machen. Wer bist du? Ben. Ben. Kumpel von Chip. Hi, Chip, Ben ist hier! Ich hab dir was mitgebracht. Geil, okay. Danke für deine Arbeit. Oh, danke. Das ist ja süß, dass du hier bist. Ja, ich mach dich auf jeden Fall zum Mod, ist ja cool. Ja, mach mal. So, Leute. Ich schreib dir bei Instagram. Mega, danke, mach das. Also bräuchte ich nicht interviewen, ich nehme an, du bist selber vegan. Ja, seit 14 Jahren. Geil, ich glaube, ich habe dich schon mal in den Kommentaren noch immer gesehen bei ihm. Kann schon sein. Sweet. Ja, ich habe keine Zeit für Konversation. Ja, mach das. Ja, ist klar. Aber ich schreib dir. Danke, mach das mal. Freut mich. Danke, Tag dir. Ciao, ciao. Okay, Leute, ist das super laut hier? Sagt mal ganz kurz, weil hier ist es super, super laut. Hallo.
Ich interviewe Leute zu einem gewissen Thema. Darf ich dich zu dem unbekannten Thema interviewen? Ja, hast du Bock, live auf meinem YouTube zu sein? Dann tritt mal ins Bild. Komm. Ja, hallo, wie heißt du denn? Serjan. Ja, hi, freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alex. Gehen wir mal gleich zum Thema. Was hältst du von anderen Tieren? Findest du, dass wir sie respektieren sollten? Ja, 100%. Ja. Findest du, dass wir Tiere respektieren können, wenn wir sie ausbeuten? Nein. Nein. Findest du, dass andere Tiere Ressourcen sind? Nein. Nein. Ich bin selber Veganer. Na, dann brauche ich nicht mit dir reden. Ja, schönen veganen Tag. Ciao. Tja, schauen wir mal. Weiß ich nicht, ob der Veganer war, aber er sah sehr überzeugt aus und geht jetzt zu seinen Freunden zurück und erzählt ihnen das jetzt gerade und klärt die vielleicht sogar selber auf. Ja. So, dann erzähl mal kurz, war das jetzt zu laut? I'm sorry, Leute, aber ich glaube, mein Mikrofon ist gut genug. Damit es hier jetzt nicht... warte mal, was steht da drauf? Krieg ist nie die einzige Wahl, aber immer die schlechteste Wahl. Ja, vor allen Dingen der Krieg an den Tieren, die meisten Leute ja noch führen. Weil viele Leute zahlen für Schlachthäuser, wo wir Tiere in Gaskammern stecken, wo wir sie abstechen, wo wir sie... Ja, Pferde erhängen wir übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich habe da letztens eine Schlachtung gesehen von einem Pferd und das wurde einfach erhangen und es sah... Oh, da kommt es mir gleich hoch. Das sah super ekelhaft aus. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie ein Pferdehals, also jetzt mal ohne Witz, Leute, so dünn werden konnte. Also das Seil ist hier so hochgeschnitten und der Teil vom Hals war so dünn, die Augen waren riesengroß, das Pferd hat unglaublich lange noch gelebt. Und dann wurde es zu Haustierfutter verarbeitet. Es war ein wirklich schlimmes Erlebnis, das zu sehen. Da wird einem einfach nur ganz anders. Hallo! 5 Minuten? 5 minutes? Social Experiment? Ich sage immer 5 Minuten, ich rede so eine halbe Stunde mit den Leuten. Aber ich fand den Typen von gerade eben nett. Also außer, dass er nicht sofort... Nein? Okay. Also außer, dass er nicht sofort vegan geworden ist. Aber er war trotzdem sehr offen. Er hat mir zugehört. Er hat darauf geantwortet. Ich glaube, es muss erst mal sacken. Und um ehrlich zu sein, fällt es natürlich auch Leuten schwer, manchen Leuten schwer, sofort den Wechsel zu machen. Und danke für die Spende, wer auch immer das gerade war. Es ist schon wieder weg. Ich sehe immer nicht, wer gespendet hat. Es gibt sowas, das nennt sich der Das nennt sich der Backfire-Effekt. Das bedeutet also, dass Leute in der Öffentlichkeit, egal wie sehr sie merken, dass sie Unrecht haben, das nicht eingestehen können, gerade vor fremden Personen. Aber das kann man ja auch den Leuten fast nicht übel nehmen. Ja? Es braucht unglaubliche Charakterstärke und Rückgrat, sich Fehler einzugestehen, gerade vor Fremden, die einen darauf hinweisen. Und dann sagen die Leute, ja, du hast recht, ja, stimme ich zu, ja, ist gegen meine Werte. Ja, ich werde mich jetzt nicht ändern. Das könnt ihr mal nachlesen, Backfire-Effekt. Also erzählt noch viel mehr rein. Aber ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ich fand ihn trotzdem nett und ich glaube auch, dass er sich mit dem Thema nochmal befassen wird. Und wenn manche Argumente nachhallen, vielleicht wacht er morgen auf und denkt sich so, fuck, weißt du, irgendwie will ich jetzt keine Tiere mehr ausbeuten und unterdrücken. Und dann schwupps, haben wir einen neuen Veganer. Und selbst wenn nicht, werden ja viele Leute diese Gespräche hier wieder sehen, wie immer. Und dann im Nachhinein schreiben mir dann immer viele Leute, dass sie jetzt durch meine Livestreams vegan geworden sind, dass sie durch meine... Sorry, ich hab nix. Dauert nur 5 Minuten. Ich habe einen Berliner Appell. Wir sagen Nein zur Aufstellung neuer US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland. Ich bin dazu zu wenig informiert. Ich komme nachher auf Sie zu. Ich mache hier erst meins, dann komme ich zu Ihnen. Okay? Ja, ist gut. Danke. So, jetzt tanzen die hier. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Copyright-Strike bekomme. Ich habe jetzt auch noch 25 Minuten, dann packe ich hier mal ein. Ja, wie süß, dass mir der Bender jetzt einfach so einen Riegel vorbeigebracht hat. Ja, voll nett. Süß. Ich dachte schon, das ist der andere Typ, der vorhin meinte, ich komm vorbei. Hatte, glaube ich, einer irgendwie
ja, irgendwie so angemotzt hatte er mich vorhin noch. Sag mir, wo du bist, ich komme. Vielleicht war es auch der Ben, sorry dafür. Ja, den werde ich auf jeden Fall auch mal zum Mod machen. Auf jeden Fall meine Füßli ist mir schon abgefroren, liegt bestimmt daran, weil ich vegan bin, weil ich nährstoffarm bin. Bestimmt deswegen sind meine Zehen jetzt kalt. Bei 1 Grad in Berlin, bei stundenlang draußen rumstehen. Liegt bestimmt daran, dass ich vegan bin, ne? Die Argumente so teilweise. Ach Gott, ich kann nicht glauben, dass das die Welt ist, in der wir leben. Ich kann es gar nicht glauben, ohne Witz, ne? So, jetzt stehen hier 100 Leute, alle mit dem Rücken zu mir, weil sie sich jetzt hier so eine Tanzveranstaltung angucken. Tja, aber ich bin ganz froh, viele Gespräche geführt. Ja, Mann, Fruchtfleisch auf die 1. Fruchtfleisch auf die 1, sage ich. Ach, Leute. Militant und radikal, anders geht's bei euch auch nicht. Nein, geht's nicht. Es muss militant und radikal sein. Übrigens, militant heißt mit Waffengewalt. Lustig, dass genau die Gegenseite ja Waffen benutzt, ja. Und nicht zu wenige. Also das, was in Schlachthäusern passiert. Leute, guckt euch mal bitte Dominion an. Und dann könnt ihr mal gucken, wer hier mit Waffen irgendwas macht, ja. Und radikal heißt Sachen an der Wurzel anpacken. Und ja, ich packe die Sachen bei der Wurzel an. Denn ich rede mit nicht veganen Leuten. Und frage sie, was ihre eigenen Werte sind. Und ja, hoffe, dass dann dadurch die Leute aufhören, Tiere zu unterdrücken, auszubeuten, als Ressourcen zu betrachten, als minderwertig einzustufen, einzukategorisieren und sie zu verzwecken, weil wir sie auch alles sein lassen können. Woo! Tragt die frohe Kunde weiter. Hat er Angst. Angst hat er. So, Leute, kann auch sein, dass mir ein bisschen Schnodder aus der Nase läuft. Ach, ist einfach so kalt. Sorry, Leute. Also, falls ich hier irgendwie rumrotze, mein linkes Nasenloch tropft gerade. Unglaublich. Achso, ja, übrigens, heute kam auch raus eine sehr, sehr emotionale Episode von unserem Podcast Richtig laut vegan. Checkt das mal ab auf YouTube. Da habe ich Rotz und Wasser geheult mit Dennis zusammen. Sehr, sehr traurige, emotionale Episode, wo wir sehr viele schlimme Sachen offenbart haben, wie wir mal Tiere gequält haben, was wir Tieren mal Schlimmes angetan haben. Ganz, ganz schlimm. Aber man muss darüber auch mal reden. Man muss Fehler eingestehen. Man muss auch einfach mal über die schlimmen Dinge reden, die in der Vergangenheit passiert sind, damit man selbst und auch andere vor allem daraus lernen können. Auf jeden Fall zieht euch das mal rein, richtig laut vegan. Oh. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch ein Gespräch hier führen kann. Ansonsten packe ich dann mal bald ein, um zu Train of Truth zu gehen, um mir meine Füßlis aufzuwärmen in den Zügen. Das ist natürlich total praktisch, dass die nächste Aktion quasi drin ist. Und ich freue mich schon so sehr auf Sommer, wenn ich mir hier nicht mehr meinen Arsch abfrieren muss, wenn ich etwas freizügiger hier auch rumrennen kann, weil ich das gar nicht cool finde, so viel anzuhaben. Immer mich nervt das immer so ein bisschen. Also wenn es nach mir geht, ja, kann ich jetzt hier gar nicht sagen, was ich am liebsten machen würde. Also je weniger, desto besser, ist so meine Devise. Ich finde die ganze Zeit Kleidung am Körper tragen, ist so ein bisschen, ich mag das Gefühl auf der Oberfläche nicht so sehr, um ehrlich zu sein, auf meiner Haut. Und deswegen ist auch Sommer meine präferierte Jahreszeit, wo ich einfach nur so ein ganz hauchdünnes Hemdchen anziehen kann, eine kurze Hose, offene Schuhe und das war es einfach so und nicht hier 1000 Pullis noch und alles mögliche. Achso, ihr könnt mir mal kurz sagen, ist Chip eigentlich hier in den Kommentaren? Chip, are you there? Say hi, say yay or nay. Because even if you see it later, Chip. Hi. Hast du Zeit? Ja, 5 Minuten? Okay, geil. Zeige ich euch nachher, was ich euch gerade zeigen wollte. Okay. Ja, natürlich. Kommt, wenn ihr mich ins Gesicht pustet, ja. Live auf YouTube ist okay? Ja, klar. Nice, okay. Wie heißt ihr? Batu. Ömer. Seid ihr Brüder? Ja, ist mein jüngerer Bruder. Ah, sieht man euch an. Okay. Was haltet ihr von anderen Tieren? Sollten wir sie respektieren? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Definitiv. Ja? Ja. Findet ihr, dass wir Tiere respektieren können, wenn wir sie ausbeuten? Naja, es kommt auf das Tier an. Es kommt auf die Art der Ausbeutung an, die Sie jetzt gerade meinen. Ja. Sagen wir es mal so, ausbeuten, auch wenn wir es sein lassen können. Findet ihr das fair?
naja, kann man drüber streiten. Das machen wir jetzt, nein, Spaß. Nein. Aber aus Sicht der Tiere, würdet ihr das fair finden, wenn man euch als Ressource benutzt? Auf gar keinen Fall, nein, es ist nicht fair. Nee, definitiv nicht. Also weil wir sind ja keine Ressourcen, ne? Genauso wie Frauen sind nicht Ressourcen für Männer, Schwarze sind nicht Ressourcen für Weiße und nicht-menschliche Tiere sollten die Ressourcen für Menschen sein. Ja, nein, sollten sie nicht sein, aber es kommt ja auch auf das Tier an. Ich meine, Gott hat die Tiere auch erschaffen, damit sie ihren Zweck erfüllen, meiner Meinung nach. Also ich sag mal so, Gott hat die Tiere sowieso nicht erschaffen, um die es jetzt hier geht. Das hat der Besamungstechniker gemacht. Ne? Okay. Also ja, der Besamungstechniker, der kommt dann ja auf die ganzen Höfe und sagt so zu Tilda, Tilda, heute ist dein Glückstag. Heute werde ich dir in den Arsch reinfassen mit meinem Arm. Und da werde ich dir da Bullensperma reinspritzen, damit du schön schwanger wirst. Und dann nehme ich dir nach der Geburt die Kinder weg, die männlichen Kälber erschieße ich. Und wenn du nicht mehr schwanger werden kannst für deine Muttermilch, die ich dir dann klauen werde, dann schneide ich dir den Kopf ab. Das macht erstmal der Besamungstechniker. Der ist nicht Gott. Nein. Auf jeden Fall nicht. Das ist schon richtig, wie du das sagst. Das gehört sich nicht. Ja, und das ist ja in fast ausschließlich allen Fällen so. Und selbst wenn es der Natursprung ist das fair aus Sicht der Tiere, dass wir sie so unterdrücken und ausbeuten, auch wenn wir es sein lassen können? Wir können es wirklich sein lassen. So wie ich mir das jetzt anhöre hier von dir, ergibt das schon Sinn. So, man muss das mal echt überdenken ein bisschen und wir könnten da gemeinsam gegen was machen. Schön. Ja, sicher auch so. Ja. Also ich gehe mal ganz kurz mit euch was durch. Ich glaube, ich kann das mit euch machen. Hier haben wir dieses schöne Plakat hier. Mein Unterstütze-Ausbeutungsplakat. Wir gehen das ganz schnell durch. Ihr sagt einfach nur Ja oder Nein, okay? Also ihr könnt auch mal mitdenken, Ja oder Nein, okay? Also Tiere ins Leben züchten, damit wir ihnen die Federn rausreißen können, damit wir Federkopfkissen haben. Ja oder Nein? Nein. Scheiße, ne? Okay, Tiere ins Leben züchten, damit wir ihr Fell, ihre Haut tragen können, auch wenn wir Alternativen haben. Ja oder Nein? Schön. Tiere ins Leben züchten, Schafe speziell, damit wir sie für ihre Wolle ausbeuten können. Schön. Hunde, Katzen, Mäuse, andere Tiere für Experimente benutzen, an ihnen testen. Schön, Leute, schön. Schweine und andere Tiere in Gaskammern stecken, damit wir den Arsch fressen können. Ja oder Nein? Okay, schön. Auf Tieren reiten, nicht nur Kamele, sondern auch Pferde, sie als Transportmittel benutzen, auch wenn wir Alternativen haben. Finden wir es gut? Schön. Alternativen haben wir jetzt in der Zeit schon, aber früher ja nicht. Es geht ja um jetzt, Okay, was du machst, was ihr macht. Ja. Geht hier nicht um Gesellschaft, geht um euch, um eure Werte, okay? Dann nein. Okay, Also super. Ja, aber es gibt ja auch viele Länder, wo es immer noch die Möglichkeit nicht gibt. Deswegen sage ich ja, wenn wir Alternativen haben. Ja, dann auf jeden Fall nein. So. Und du bist ja nicht andere Länder, du bist ja jetzt hier so. Okay, dann eine Kuh fisten, um ihr Samen reinzuspritzen, damit wir sie schwanger machen können. Das tun wir sowieso nicht, ne? Also das macht der Besamungstechniker. Guck mal hier, das macht er. Das ist dein Job. Das ist nein. Finden wir nicht gut, oder? Gefistet werden vom Besamungstechniker. Nein. Schwanger gemacht werden. Also schwängern wir die Kühe, dann nehmen wir ihnen die Kinder weg, damit wir ihnen die Muttermilch klauen können. Und wenn die nicht mehr schwanger werden, schneiden wir den Kopf ab. Nein. Finden wir das gut? Nein. Nein. Okay, sehr schön. So, das nächste Bild. Hasen und andere Tiere ins Leben züchten, damit wir ihren Arsch fressen können, auch wenn wir Alternativen haben, die keine Tiere ausbeuten. Finden wir das gut? Nein. Nein. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier Knut, den kleinen Eisbär und andere Tiere, die wir für Profit und Unterhaltung im Zoo ausstellen. Finden wir das gut? Nein. Schön, tolles Publikum. So, jetzt haben wir hier einen Fisch, den wir geköpft haben, weil viele Leute denken, dass Fische schwimmendes Gemüse sind. Finden wir das toll? Nein, weil Fische haben ebenfalls ein zentrales Nervensystem und ein Gehirn, die genauso Schmerz empfinden können wie wir. Okay, super. Jetzt haben wir hier unten einen Haufen vergaste männliche Küken. Die sind nämlich Abfallprodukt. Die können nämlich keine Eier legen, die männlichen Küken. Deswegen vergasen wir sie, zerschreddern wir sie oder wir zerdrücken sie. Finden wir das gut? Nein. Tolles Publikum, okay. Und Tiere für Unterhaltung ausbeuten, auch wenn wir es sein lassen können. Finden wir es gut? Nein. Okay, super, tolles Publikum. Ich bin ganz stolz auf euch. So, und jetzt ist die Frage, wie viele Tiere sollen für euch ab jetzt noch ausgebeutet werden? Nennen wir mal eine Zahl. Gar keine. Okay. Ausgebeutet werden gar keine. Okay. Das geht nur in Lösung. Sag es laut. Nein, ich möchte es nicht sagen. Du darfst es sagen, ja. Was war die Frage? Wie viele Tiere sollen für dich noch ausgebeutet werden? Keine! Und wie geht das? Was ist die Lösung? Vegan sein! Ihr habt's gehört. So, okay Leute, also ich wünsche euch, ich gebe euch jetzt noch einen Flyer mit, okay? Bitte halt das, bitte keinen Quatsch reinreden, ich habe dafür echt keine Nerven mehr. Danke.
bitte fragt euch selbst, und das meine ich voll ernst, was eure Werte sind, okay? Wenn ihr der Meinung seid, dass andere Tiere nicht minderwertig sind und dass es falsch ist, sie zu unterdrücken und auszubeuten, auch wenn wir es sein lassen können, geht das nur in vegan. Versteht ihr das? So, ihr zwei seid Brüder, teilt euch ein. Natürlich, wir teilen uns eins. So, die schlaue Lady hier vorne. Du, weil du so laut gelacht hast. Ich bin eh Veganer. Ich bin Fleischesser. Ja, deswegen ist es speziell für dich. Ich will das nicht, ja. Keine Bildung, alles klar, bildungsresistent. Möchtest du noch einen mitnehmen? Dankeschön. Sehr gut. So, okay, dann wünsche ich euch allen einen schönen veganen Tag. Bitte lebt nach deinen eigenen Werten. Tiere sind nicht minderwertig, oder? Ja. Leute, hier ist absolute Party am Brandenburger Tor. Alles klar? Dann habt einen schönen veganen Tag. Okay, bitte denkt an die anderen Tiere, die sind nicht hier für uns, sondern mit uns. Genau. Schönen Tag noch. Danke, ciao, ciao, ciao. Hier, auch für dich. Durchlesen. Ich bin auf TikTok ganz selten. Ist mir zu anstrengend, die Plattform. Will ein Foto machen? Ja, gerne. So Leute, ihr habt es gehört. Vegan sein ist die einzige Lösung. Die junge Dame hat es verstanden. So, möchtest du auch nochmal ins Bild? Seid vegan alle. Dann darf ich ein Foto von euch zeigen, okay? So, na dann, bitteschön. Zwei, dreimal draufgehauen. Ist doch Ich super. bin Raffaela, hi, dass ich dich mal live sehe. Ich bin nicht Raffaela, ne? Ich bin ihre Kollegin. Alles gut, ich bin... Aber du hast Ähnlichkeit. Ich habe mich gewundert mit den langen. Ja, viele denken, dass wir Schwestern sind, aber nein. Ich war gestern mit ihr hier. Da haben wir Hugh-Milk verkauft, menschliche Milch. Ja, weil wir züchten auch... ich glaube, ich habe es gesehen. Ja, weil wir züchten auch Menschen ins Leben, um sie dann für ihre Muttermilch auszubeuten. Weil dafür sind sie ja dann gemacht, das ist ja jetzt weg, ne? Leben Sie dann vegan? Ja. Okay, dann High Five, schöne Frau. Dann schönen Tag noch, schönen veganen Tag. Ciao, ciao. Endlich mal ein paar vernünftige Leute hier. Ja, ich werde meine Schwester Raffaela. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, das wäre ja mal gerade eine Riesenrunde. Ich habe gerade so viele Leute entertainment. Okay. Ja, wir machen jetzt hier auf jeden Fall eine Aktion nach der anderen. Das war auf jeden Fall spannend. Also auf jeden Fall haben die alle ziemlich schockiert geguckt und ich glaube, das ist eins der besten Plakate, die ich zu dem Thema mit habe. Ich werde das nächste Mal, glaube ich, mein Sklaverei-Plakat mitnehmen, wo wir auf der einen Seite die Sklaverei der Menschen haben mit den Begründungen, warum das damals gemacht wurde, mit Bildern dazu und dann dreht man das Plakat um und dann sind die Begründungen dazu genau gleich und auch die Praktiken sind genau gleich, nur die Bilder sind ausgetauscht mit Tieren. Großartig. It's the same. Corporate wants you to find the difference between these two pictures. It's the same picture. Ja, das werde ich auf jeden Fall das nächste Mal mitnehmen. Und so, vielleicht noch ein kurzes Gespräch. Lange kann ich jetzt aber auch nicht mehr. 10 Minuten noch knapp. Vielleicht mache ich auch gleich einfach spontan Schluss. Aber jetzt ist wieder super, super laut hier. Ja, aber das war ja mal gerade was. Also ich sag 10 von 10. So Leute. Vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn ich jetzt schon Schluss mache, weil Train of Truth beginnt auch bald und ich will auf jeden Fall nicht zu spät kommen. Außer jemand will jetzt noch ganz kurz Leute lesen, war nicht? Wahrscheinlich ja nicht. Okay, ich denke, es war's dann für heute. Mal so auf einer High Note enden. Für mich war's das. Achso, das wollte ich mal kurz zeigen. Chip, just in case you're watching it, today I'm wearing your shirt, the one you gave me that was too small for you because you gained so much muscles. Hilarious. I'm wearing it and it's really, really comfortable. So, ich bin nicht Vegetarier, du Lutscher. Mann, Justin, muss mal zuhören, Alter. Mann. Okay, also alle Leute, die jetzt zugehört haben und immer noch nicht vegan sind, ich hoffe, ein Vogel scheißt euch auf den Kopf. Ich werde jetzt zu Train of Truth gehen, Leute in der Bahn mit Schlachthausmaterial konfrontieren, sie dazu zwingen, vegan zu sein, weil man Leute auch so gut zwingen kann, nicht wahr? Und ich wünsche euch einen super, super schönen veganen Tag. Ich werde nachher Ben noch zum Mod erklären. Ich finde, wir hatten heute viele, viele gute Gespräche und ja, falls die Kameraqualität schlecht ist, Leute, ich kann daran nichts machen. Es ist, wie es ist. Hier sind auch viele Leute, die Handy benutzen. Also, bye.